So, Hallöchen. Entschuldigung für die Verspätung. Ja, der Stream ist an sich schon verspätet angegangen. Normalerweise starte ich um 19 Uhr und wir waren um 19 Uhr definitiv noch nicht am Loslegen. Grund dafür ist, dass OBS leider ein Update wollte. Bin jetzt da gerade von der Arbeit gekommen. Guten Abend, Power Freak. Ich hoffe, du hattest einen ganz guten Abend. Ich erkläre einen ganz guten Arbeitstag. Ich erkläre gerade, warum ich, dass der Stream ja auch ein bisschen verspätet ist. Erstens, OBS hatte ein Update, das musste ich durchführen. Ich war schon ein bisschen spät dran, oder es war knapp. Und dann kam halt das OBS-Update und das hat dann Zeit gebraucht. Und dann habe ich während den, klassischerweise wie gesagt 2 Minuten, wo ich so still bin, Titelmelodie und so laufen lasse, habe ich kurz auf mein Handy geschaut und gesehen, oh, ich habe einen Anruf von meiner Mutter und sie hat mir, eigentlich wurde mir gesagt, dass sie mir auf die Mailbox gesprochen hat, sie meinte, sie hätte es nicht, was weiß ich was. Aber ja, dann habe ich halt die nochmal kurz angerufen, um zu klären, ob irgendwas war oder ob sie einfach bloß ein bisschen quatschen wollte. Wir haben ein paar Dinge durchgesprochen und jetzt bin ich hier. Halleluja. Jetzt ist aber auch, kann ich mit Sicherheit sagen, nächste Woche wird es definitiv kein Donnerstag-Stream geben und mit einer, ich kann nicht genau sagen, es kann sein, dass ich samstags zum Stream komme oder nicht. Nehmen wir es erstmal als, es wird keinen Stream geben, außer ich sag was anderes, okay? Weil ich weiß es derzeit nicht. Ich fahre zu meiner Oma mit meiner Mutter. Dort werde ich keinen Zugriff auf einen Computer oder Laptop haben, weil ich besitze theoretisch einen Laptop, aber wie gesagt, ich habe leider das Passwort vergessen und komme nicht mehr rein. Deswegen, ja, und ich meine, von da aus werde ich eh nicht wirklich streamen können. Es ist noch nicht ganz sicher, ob wir nächstes Samstag oder Sonntag zurückkommen werden. Deswegen kann ich nicht sagen, ob wir ob ich ab Samstagabend streamen können oder nicht. Müssen wir schauen. Wie gesagt, gucken wir mal. Und deswegen sage ich jetzt erstmal pauschal kein Stream, außer wir kommen rechtzeitig zurück und ich bin nicht mega fertig. Dann werde ich streamen mit größter Wahrscheinlichkeit, weil ich Lust auf Stream habe. Aber ja, wie gesagt, jetzt erstmal sind wir hier in diesem Stream. The Legend of Heroes Trails in the Sky, Second Chapter. Wir haben beim letzten Mal actually nicht das Second, sondern das 4. Chapter abgeschlossen. Wir haben... Was haben wir getan? Wir haben... genau, wir haben, warte, was? Wo hat's angefangen? Ich weiß, wir hatten nachdem die ersten Leute eingeschläfert wurden. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir angefangen haben. Wir sind zur Purzel Farm gegangen und haben dort versucht, die Familie dort zu evakuieren. Kam aber zu spät, die waren schon eingeschläfert worden. Dann hatten wir von den Dude, den einen Bracer dort, der von Grindstone zurückkam, erfahren, dass er diese Glocke aus der Richtung des Mistwalds gehört hat. Da sind wir dahin und haben uns da durchgeschlagen, hatten so eine Weile, waren wir in so einer Illusion gefangen und haben dann noch einen relativ harten Bossfight gehabt und haben dann uns der neuen Enforcerin gestellt, deren Nummer, Titel und Name mir leider komplett entfallen sind derzeit. Ich habe keine Ahnung mehr. Es war aber, die war auch in der Zirkustruppe von Sherazad. Deswegen Sherazad und auch theoretisch Estelle kannten die. Ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt davon, wie viele davon irgendwie eine Vergangenheit mit unseren Charaktern haben. Power Freak, falls du
gerade mir nochmal die Namen und die Nummer und Titel geben kannst, immer sehr gerne. Weil ich konnte gerade gar nicht mehr drauf. Ja, die hatten halt diesen, mit der Gospel diesen Nebel und diese Illusion erzeugt, was natürlich wieder, sagen wir mal, besorgniserregend ist. Ja, aber die ist jetzt wieder gegangen, der Nebel ist weg. Und Estelle hat den Rest der Truppe davon erzählt, was derzeit mit Joshua gerade so abgeht. Deswegen, alles sehr interessant. Da haben wir gewissermaßen letztes Mal aufgehört. Mir ging es am Ende des letzten Streams nicht so gut. Ich hatte möglicherweise ein bisschen zu viel Koffein-Intus auf einen ziemlich leeren Magen, was meinem Körper nicht gefallen hat. Weiß nicht, ob es das war. Ich würde vermuten, ja. Nachdem ich etwas gegessen habe an dem Abend, ging es mir besser. Aber ja. Dann. Außerdem, wir haben eine Quest nicht abgegeben. Ich war mir nicht sicher, ob es Zeit ist, die Quest abzugeben. Ich habe die Quest nicht abgegeben. Ich habe Angst, dass die abgelaufen ist. Die ist sehr wahrscheinlich abgelaufen. Ja, Chapter 4 End. Luciola, the Bewitching Bell, Number 6. Okay, die Bewitching Bell, das hatte ich noch. Das könnte man sich eigentlich zusammenreimen. Aber okay, Luciola. Ja, den Anfang dieser Szene haben wir theoretisch gesehen, aber ich habe gesagt, nee, mehr, es geht nicht. Ja. So. Oh Gott. Direkt anfangen mit Voices. Uff. Smelas Tower. It's just as we heard. One of the 4 device towers activated on the release of the seal beneath Gransel Castle. The second barrier defending the aureole from all angles. The professor's research was spot on, it seems. Sein Titel ist der Professor. Sind das die Sky Pirates? Ne, es sind nicht die Sky Pirates. Hey, 2 alte. Oh fuck, was weiß ich, wie ich Walter gelesen habe. Ja, sorry to keep you waiting. Hope we didn't tire you too much with the delay. Oh, gib eine Sekunde, ich trinke kurz was. Walter, Campanella. This is a surprise. I was sure it would be Löwe who met me here. What turning of the wind is this, I wonder? Löwe is accompanying the professor for the moment. So, as much as it may not be my place as a mere observer, I came in instead. And, I ain't got much to do at this point. Like now I'm just killing some time. How unusual for both of you. So interesting. Löwe is accompanying the professor. They are performing the last experiment then. Apparently. Our big fancy plan is heading into the big leagues, looks like. Sarcasms and Jägers are almost ready. Once we have the beta in hand, I'll be quite busy, I suspect. Okay, wir gehen aufs Finale zu, sagen sie uns hier, ja. So, wahrscheinlich letztes Chapter vom Finale haben wir jetzt gleich. The last experiment. They mean to go up against the legend, I take it.
Even the Professor and Löwe are going to struggle with that, I would imagine. Weißt sie was gegen Cassius oder mit Cassius? So? Ah, maybe. Talking about hijacking a creature of legend after all. Okay, vielleicht doch nicht. Ain't quite like throwing pictures around or shaking the earth. But hey, Campanella, this ain't like you. Oh, what's this now? You're usually heavily tagging along with the Professor. Hey, if you ain't doing that, especially when things are this interesting, that means something even better's come up. Spit it out already. Why, Walter, I'm hurt. Have you so little faith in me? I trust you as much as your number. Was null ist? Ha! Das war böse. What overflowing camaraderie, Walter. Such slings, such arrows. You two are so cruel. Well, in truth, I would love to sit back and watch the fireworks unfold. As it turns out, I have a bit of work to do. I'm off to gain his permission to use the Ark. Shit, seriously? I'm finally busting that monstrosity out. This mission gets better every day. The Crimson Ark, the Glorious. I find it hard to believe we would use such. Do we intend to turn this nation into nothing more than a smoking crater? Das klingt hart. That will be up to the Professor and Löwe. So I am afraid I must depart as soon as we're done. I so look forward to hearing about our experiment when I get back. Okay. Alles klar. Nachher. Kein Problem. Hoffe, du hast einen schönen Abend. This is... Yes, I thought it would be here. Behold, Löwe. A majestic thing, is it not? Are you really going to perform an experiment on something like this? I understand your apprehension. Without the data, however, we have no hope of completing the beta. We must know. Oh. Drache? What the fuck? Es gibt Drachen? Oh, I see we woke you. The first time in the waking world of mortals in 20 years, yes? This is the first time we've met. Allow me to introduce myself. You may call me, George? Georg? Ich vermute mal, man spricht's Englisch. Wobei, das ist so ein deutscher Name. Soll ich das Georg aussprechen? Deutsch, also Georg Weissmann. Weißt du, in solchen Momenten, in solchen Momenten ist es wirklich blöd, Deutscher zu sein, weißt du? So, hey, ich bin der Georg! Sorry. Manche, das ist halt so doof, weißt du, so aus englischer oder möglicherweise auch japanischer Gesicht, so, deutsche Namen, voll cool. Aber ich denke mir das so, oh Gott, das ist der Georg. Okay. Nicht der einzige Georg. Alles klar. You may call me Georg Weissmann. I'm one of the Anguis. Anguis? Wurde das schon mal erwähnt? Ich habe das Gefühl, das wurde möglicherweise schon mal erwähnt. Das Anguis, das ist der Begriff. Ich bin mir nicht sicher, ob wir über sowas schon mal geredet haben. I am one of the Angus, caretaker of Ouroboros.
Ja, die Anführerin von Ouroboros. Ein Caretaker hat er gerade gesagt. Power Freak, ja? Be gone. This power which hangs about thee like a mist. Familiar be somehow, but thy eyes betray thy purpose. In those windows I see a soul, twisted and bent, incapable, loyal, unyoked from bringing us suffering and agony to thy fellow man. Well, well, such compliments, but I'm afraid I must deny your request. I won't be going anywhere. Ich glaube, das ist das Professor-Theme und ich mag das Theme. Ich glaube, das spielt oft in zumindest in Szenen, wo er auftaucht. Und wie gesagt, ich mag das Theme. So, a busy with business regarding the treasure of ideas. What? Show him, Löwe. That. Oh, does disturb memories from 1200 years ago? It's merely a replica, but I dare say it's well made enough, wouldn't you? Surely thou dost not. Thou cannot mean the shining ring. Ah, but I do. Now then, our final test awaits. That which one must protect. Chapter Files. Files. Ich hab Trial of Trials geschaut, während ich Five sagen wollte. That which one must protect, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Taita und dann nehmen wir noch. Wir nehmen a Gate. Lies in the Sky, quasi eine Cloud. Okay, it's time we finally got to Bose. Bose? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man es Bose oder Bose aus ich glaube, das E am Ende silent ist oder nicht. Okay, it's finally time we go to Bose. You know, like we've been planning for a million years now. It's the only place that hasn't seen an experiment too. That's true, but from the sounds of it, there isn't anything odd happening in Bose. I think we can take our time for once and help out here in Roland a bit before heading out. Sounds good. Let's see if there's anything else to do and head for the landing port when we're done. Okay, wir haben möglicherweise ein neues Sidequest. Es ist noch da! Es ist nicht abgelaufen! Nostalgic Recipe. Nein, warte. Looking for a person willing to search for a certain traditional recipe. Ideally, this person will also gather the necessary ingredients once the recipe is located. Please come to the Abendbar. Speak to Denzel. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Typ aus dem ersten Teil ist, der die ganze Zeit diese Rare Ingredients sucht. Dire Set Secret. Drink your liquor, do not be drunk by it. Await atop the clock tower. Anton. Mein Chief Gaston. The commission letter for the amalgamine that I kept in my house has been stolen. I'd like to request an immediate investigation. Recover this document entrusted to me by the Queen at all costs. Please come to the second floor of my house near the restaurant gate. Mein Chief. Okay. Ich möchte jetzt wissen, ob wir die. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle. Wir gehen jetzt runter. Wir gehen jetzt dazu. Mein Hirn ist gerade ein bisschen im Leerlauf, wie man merkt. Die Fischer-Quest abzugeben. Ich hoffe, wir haben alle Fishing-Spots gefunden. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher.
Ah, das ist jetzt doof. Wir wollen eigentlich bloß, dass Estelle hier kurz weggeht. Du kannst auch noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Hier. Das Teil explodiert uns nämlich gleich. Das habe ich jetzt gerade noch mal mich dran erinnert. Da, da, da. Ich hoffe, dass wir noch vielleicht ein Level Up bekommen. Ah, warte kurz, ich wollte nachschauen, habe ich besseres Equipment für a Gate? Nein. 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 Passt. Augments für a Gate. Wir haben Attack 3. Hatte ich nicht sogar Attack 4? Nicht bei Evade, weil Evade passt. Aha, Shield 4. Er braucht nämlich absolut kein. Er braucht keine Magic Attack. Könnten wir überlegen, vielleicht zu versuchen, ein paar Buffed Skills auf ihn drauf zu bekommen, weil seine Magic, eigentlich braucht er als Magic bloß Buff Skills, weil sein restlicher Magic ist einfach nur Müll. Ich könnte HP 2 auf ihn draufpacken. Ich denke, es wird sein. Einfach HP 2. Wir haben ein Seal drauf für Feuer, wir haben Move für, also damit er noch ein bisschen mobiler ist. Der Gate ist sehr gut zu mobil sein. Wobei Gate, ich weiß gerade gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, sind. Das kann ja bestimmt der hier Power Freak als Veteran sagen. Die Reichweite von Fertigkeiten. Sowas jetzt wie sein, oder kurz, ich muss einen ganz kurzen Angriff machen. Jetzt ist der Gate dran. So. Die Reichweite von Fertigkeiten, jetzt nicht sowas wie Dragoner Edge, weil das ja eh nur so ein gerader Weg ist, aber wenn wir jetzt sowas wie Flame Smash haben, ist diese Reichweite fest oder ist die auch, skaliert die mit meiner Movement Range? Das ist das, was ich mich frage. Movement und Angriffsrange. Ich weiß nicht, warum das mein Mauszeiger nicht zeigt. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt ist es weg. Das skaliert mit Range und Movement, aber nicht der AOE-Bereich. Ja, der AOE-Bereich, nee. Das hätte ich mir auch gedacht. Das wäre ein bisschen, das ist ein fester Bereich. Das ist mir, der Part ist mir schon klar. Das, ja, aber okay. Das war halt sehr gut, weil a Gate ist jemand, den kann man überall auf dem Schlachtfeld gut gebrauchen. Ja. Okay. So. Und Tyler darf noch mal ran, das heißt, wir kriegen die eigentlich alle tot. Ja. Estelle, du wirst wieder viel contributen zu dem Fight. Weißt du was, wir brauchen unsere Frontliners doch gar nicht. Bam. Warum tut eigentlich Sherazade die Gegner immer wieder immer mit ihrem letzten Hit aber auch noch einschläfern? Das passiert so oft, ich glaube die letzten 3-4 Mal, wo sie den Sleep-Effekt auf Gegnern gemacht hat, war das gleichzeitig auch der Last-Hit auf den Gegnern. Komm, ich wollte extra vermeiden, dass einer von denen dabei ist. Goddammit. Los, Tyler. Mach den beiden Damage. Okay, ich darf direkt nochmal, wenn ich das mache, dann gehen wir erstmal nämlich hier hin. Jetzt haben wir noch eines der einzigen Probleme, dass ich mit diesem Kampfsystem habe von Trials ist. So wichtig
wie meine Positionierung auf dem Schlachtfeld ist, habe ich viel zu wenig Möglichkeit, es zu kontrollieren. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Angriff mache, dass ich entscheide, wie ich laufe. Oder wenn ich das ist ja eigentlich so was Hilfreiches in vielen Stellen, weil solche Dinge wie Gegner auch in eine AOE reinschlagen oder sowas dann weitaus mehr möglich wäre. Das ist halt klar, ich kann es machen, immer noch, indem ich zuerst mich in eine Richtung positioniere und dann von dort aus angreife. Aber ich finde halt, es wäre eigentlich natürlicheres Sache, wenn wir wirklich das als taktische Sache da so basic-mäßig drin hätten. Du kannst, soweit ich weiß, erst mit. Theoretisch ja, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Movement, wenn ich jetzt hier move, dann sieht man hier, dass ich halt, da, ich komme nochmal vorne hinten dran, aber muss nicht gegeben sein, theoretisch. Ich muss hier gewissermaßen weil wenn ich jetzt angreife, dann werde ich nur ein bisschen weiter hinten in der Timeline reinkommen. Das kostet mich etwas mehr. Movement ist billig, aber nicht so billig, dass ich garantiert bin, dass ich gewissermaßen, es zählt trotzdem noch als eine eigene Aktion. So. Aber wie gesagt, es ist eine kleine Sache. Es ist nichts absolut Zerstörendes. Ich finde, es wäre halt eine interessante Idee für das Kampfsystem noch extra gewesen. Es würde, wie gesagt, viel die Taktik, die es hat, würde ich eigentlich gut ausbauen. Aber wie gesagt, auch so noch habe ich genügend Spaß an dem Game. Ich mag an sich die Augments und die Art und Weise, wie du gewissermaßen mit deinen Stat-Verbesserungen gleichzeitig auch deine Fähigkeiten so ein bisschen baust. Also dass halt das Teil gibt dir nicht einfach nur, du tust halt so, ich tue Stärke 3 Augment geben, aber gleichzeitig kriegt ihr halt dadurch auch Feuermagie, so. Finde ich ganz cool. War für mich relativ unique, die Idee, weil ich weiß, dass oft Final Fantasy sowas mit Materia gemacht hat, aber ich habe zu dem Zeitpunkt kein Final Fantasy gespielt gehabt, das actually Materia groß benutzt hat, weil ich hatte 10 und 12 gespielt, da sind Materia so nicht benutzt, und ich hatte halt ein paar der älteren gespielt, aber da gab es Materia, glaube ich, noch gar nicht. Und erst danach habe ich irgendwann den siebten Teil gespielt und da wurden dann das Materia auch so benutzt mit den Stat-Boni und gleichzeitig Magietypen, die es gibt. So. Wir geben das jetzt ab und ich guck mal und ich schaue, wie die Reaktion ist und gucken wir mal, ob das jetzt genügend ist. Report. Oh hey, Brazos, good work. Well then, let's see how it's going. This is reported on the state of the investigation. I see. Seems like you've made some progress. Honestly, I'd like you to go a bit further. Aw, that's still not enough, huh? Yeah, sorry, basically that. Check over everything and make sure you haven't missed anything, okay? Counting on you. Okay. Meine Werte Bridge, was ist hier? Mhm. Ist mehr an Frontliners. Ja, in die Mitte gestellt werden, das sollte so passen. Aber das war nicht, was ich wollte. Ich wollte ganz kurz. Mistwald war keine. Haben wir keine gefunden. Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass da einer ist. Es ist viel zu schwer, das genau zu sagen, weil das ja so ein. Also müsste es ja bei Esumedas Tower in Richtung Malgamain vielleicht dann noch was geben. Ich kann theoretisch nochmal durch den. Ich kann nochmal in den Mistwald gehen, actually.
immer auf dem Rückweg actually nochmal in den Mistwald. In dem Final Boss Bereich da war glaube ich viel Wasser. Möglicherweise kann man dort actually angeln. Und das durfte ich halt bloß nicht, weil wir da beschäftigt damit waren, einen Boss zu bekämpfen. Passiert manchmal. Passiert den Besten. Wir haben keinen Mist mehr, aber die Viecher sind hier noch. Wir haben immer noch keine Karte von dem Platz hier. Goddammit, ich will doch eigentlich nur wissen, wo ich hingehe. Wenigstens sieht man ein bisschen mehr. Ich hatte auch gesagt, hier, komm, wir haben jetzt so viel Wasser, als ob man hier nicht irgendwo Wasser fischen kann. Also halt normales Fischen, aber halt im Wasser. Aber hier ist nirgendwo ein Fisching-Spot. Was mich jedes Mal überrascht, dass hier hinten war, glaube ich, actually nicht. Ich wollte hier nochmal nachschauen. Zur Sicherheit ist hier irgendwo ein Fisching-Spot. Sieht nicht so aus. Hier ist nirgendwo was, da ist nirgendwo was, hier ist nichts. Ja. Okay. Dann gehen wir zurück. Bin ich so müde? Ich trinke doch einen Energy Drink. Ah. Ich habe keine Lust auf die Viecher, die confusen mich. So, hier der Weg war, glaube ich, der abgesperrt war ursprünglich. Und hier ist jetzt der finale Bereich und wir looky there, ein Fishing Spot. Okay, wir haben was zu der Rock Eater. Hängen wir Dumplings dran. Ich habe gerade direkt ins Auswählen gedrückt, aber glücklicherweise hat das Game es nicht registriert. Oh fuck. Ich muss sagen, weißt du was, ich bin actually, ich bin schneller mit meinem Zeigefinger als mit meinem Daumen das zu drücken, deswegen meistens bei so Fischen tue ich mein Grip auf meinen Controller abändern, weil ich kann schlecht gleichzeitig. Normalerweise habe ich meinen Daumen halt auf dem A-Button auf dem Controller. Fun Fact: Ich bin richtig eine der Sachen, die ich wirklich schlecht bin, ist Button Mashing. Ich bin super langsam im Button Mashing. Deswegen jedes Mal ein Game, wo Button Mashing vorkommt, ich habe echt Probleme, weil ich mein Button Mashing sehr under average ist. Jedes Mal, wenn es ein Game ist, so Fighting Game und es gibt irgendwie sowas, wo du gegen einen anderen kompetieren musst in Button Mashing, das kannst du vergessen, das kann ich aufgeben. Besonders nicht, ich kann besonders mit meinem Daumen nicht Button mashen. Zeigefinger ein bisschen besser, aber selbst dann ist es immer noch maximal okay. Klein bisschen hier Skill Trivia für Mr. Mario Man, aber ich meine, bisher haben wir nicht viele Spiele gehabt, wo ich Button mashen musste, glücklicherweise. Für diesen Bug, ich vermute, es ist ein kleines Bug, ganz lustig, dass das Bild, dass der Anzeige, was für CPF ich bekommen habe, direkt geskippt wird, aber ich nochmal A drücken muss trotzdem, damit wir actually nächste Textbox bekommen. Oh Gott. Ja, Mani. Frage ist halt, kommen wir noch in die Mine und falls ja, kriegen wir da eigentlich was Neues? Gibt es da vielleicht auch einen Fishing Spot? Ich glaube, ich schaue erstmal nochmal in die, ob wir in die Mine kommen, bevor ich wirklich nochmal hier runtergehe und versuche das abzugeben, weil vielleicht nimmt das jetzt an.
aber vielleicht, wenn ich noch einen weiteren finde, kriege ich so den extra Punkt noch. Weil ich möchte eigentlich versuchen, so viele Missionen wie es geht abzuschließen. Ich möchte eigentlich, warte mal, wir sind jetzt gerade, welchen Rank haben wir gerade? Ich glaube, ich kann es nicht, ich kann es glaube ich nur an der Bracer Guild anschauen. Ich möchte aber so hochkommen, wie es eigentlich geht. Das heißt, ich möchte eigentlich zumindest alle normalen Missionen abschließen. Natürlich auch alle Special Missions, falls ich mal so eine geheime Mission finde, aber das haben wir leider seit dem Leuchtturm haben wir glaube ich leider keine Spezialmission mehr gefunden. Finde ich sehr, sehr schade. Eine Geheimmission. Aber ich meine, ich tue, was ich kann. Also, fast jedem Stream mal wieder wirkliche Props an den Soundtrack dieses Spiels. Die meisten Stücke, habe ich das Gefühl, sind nicht so stark, also stellen sich nicht so stark in den Vordergrund, sind aber wirklich, wirklich gut als Hintergrundmusik, wirklich. Also das Lied zum Beispiel gerade war voll und ganz, es ist keins, das sich wirklich stark im Vordergrund drängelt. Du kannst möglicherweise das ganze Spiel spielen und es wirklich wert zu sein, das ist ein Lied, aber es ist ein wirklich gutes Lied. Hey, Estelle, show us all. I heard you're heading out soon. Wow, this sure travels fast. Thanks to you, I've been able to resume ordering stock. If you need anything, you should buy it before you leave. Oh, thanks, Renan. If you get any more rare sneakers in stock, hold on to them for me. Ah, got it. Good luck, you two. We'll come back to shop during our downtime, promise. Later, Renan. Was haben wir denn so? Immer noch dieselben Liberal News. Neues Zeug ist wird hier nicht viel gebracht. Okay. Sonst, ja, ist alles. Wir haben mittlerweile actually eine gute Menge an neuem Zeug, an neuen Recipes hinzubekommen, nachdem ich jetzt ich nutze ja wirklich gerne eigentlich die Koch-Items, weil die einfach weitaus besser gefühlt sind als die normalen Items. Was ich ganz cool finde. Oh, da kurz, ich wollte noch mit der reden. Mit Kitty. Welcome to Renan General Goods. I've decided to stay here for a while. I plan on using this opportunity to study for when I start my own shop. Besides, the store owner Renan has been very good to me. It's as comfortable as being home here. Ich sag's euch. Die kommen zusammen. Ich sehe das Schiff segeln, Leute. Das ist der große Character Arc von Renan, vom ersten Teil bis hier auf der Suche nach einer Partnerin. Und hier haben wir sie. Ich sag's euch. Kitty's been going to be working at our store for a while. Personally, I'm overjoyed. I can tell that Renan is fond of Kitty. All that's left is to watch and wait. The bait's in the water, so we'll see if he takes the hook. I feel like things will go better if I just let them flow naturally. Die Oma weiß, was abgeht. I can tell her, okay. Die Oma weiß wirklich, was abgeht. Die hat halt einfach... Die ist die große, die Marionettenspielerin, die hat alle Fäden in der Hand. Hey you guys, good work on everything. And you're already off onto your next job, are you? You aren't. Well, you could say that, but first we plan to do a bit of work around here. Yes, we need to take care of this branch at least a little or I think I never will get out of sorts. And that is something I do not wish to face. Must be hard work all the time. Well, once things are settled a bit, come on back here. Yeah, and bring that Joshua with you. You got that? Sure, will do. Brother, alright, so busy. Gonna have to keep up. But once your work settles down, again, coming back here. And bring Joshua with you, alright? Hey, you two. Great work out there. I know a lot happened, but I'm just glad the fog's cleared.
How about hanging around for a while before you head to your next job? That's the idea. Yes. So how about you share a drink with me? I'm afraid I'll have to leave that pleasure to Herbert or Faulkner. You've still got work. Lots and lots of work. Anyway, you should relax before you head out again. After all, it's your first time back in Roland for a while. Was haben wir denn so für Quartz, das wir machen können? Wir könnten in HP 3, wir haben halt kaum Wasserquarz mehr. Drei ist natürlich interessant. Weißt du, was noch ein Action wäre natürlich? Ich habe nämlich einfach genügend CPU für den Bereich. Lass mal schauen, vielleicht mache ich Action in Action 3. Und wir machen die Evade 3. HP 3, 1. Okay, Augment, Gate, du kriegst ein HP 3. Action 3. Und was war das andere? Evade 3. So. Damit haben wir Gate komplett aufgerüstet. Nice. Jetzt Gate 2.0. Gate schlägt zurück oder so ähnlich. Genau, warte kurz. Was haben wir? Hier haben wir den Arms. Trigger Arms und Guards. Hey, Stan shows out. How many medal we're having, huh? It's like all the people who were asleep woke up. Guessing this is your doing, isn't it? It's kind of weird, but I guess, yeah, technically it is. I know you all what side it was. And after all the details on exactly how you did it, and knowing you guys, I'm guessing you've got more work lined up that you need to go get done with. So I'd better let you go. I look forward to hearing all the exciting details another day, though. It's like you can read our minds. We appreciate it. But if you will pardon us, and bring Joshua with you then, been praying to ideas that you can track him down. Okay. Hey everyone, thanks for you get off too, as my father-in-law's awake. Father-in-law? Oh, you mean Redford, right? As the sign has said, seems everyone's awake. Yeah, Redford took a bit longer to wake up, but he seems just fine. He said we need to get to work, and he's still got enough energy to outpace me. Sounds like he's fine, alright. Yeah. Seriously, I shouldn't worry about him, I guess. Anyway, as I'd better learn from it, from his example, and put my back into it. The freight liners are coming in again now that the fog's gone, and so we're going through bag orders on our lumber. Good luck with that. We're not to let your own father-in-law leave you in the dust, Freeman. I'll do my best. You guys be careful too. So, gehen wir mal zur Mine. Gehen wir actually erstmal zu dem Minenbesitzer. Vielleicht gibt er in seiner Quest uns Zugang zur Mine oder so. Aus near the West Roland Gate. Weiter stark. Hier ist es dann bestimmt. Damn it all. Just had to go missing right as we were ready to get back to work. Looks like you have a problem, Chief. Ah, you are? Saw the board, didn't you? Yeah, we did. Just say something was stolen, Gaton.
Gaston. Ich habe immer Gaston gedacht. Ah nein, ist das eine Blue Blau Mission? Bitte nicht. Blue Blau braucht so lange und hat so viele Riddles. Yeah, I'm worried about what's happened. I'd like to get on this right away. Is this a good time? Alles klar? Sure, lay down us, Chief. Excellent. Well then, before I get into the meat of it. Hey, Anya. What is it, Papa? I was got some very important things to talk about with Mrs. Stell and her friends. How about you go have Mama read you a book? Okay. Mama, can you read for me? Needed a moment to get ready too, huh? Well, there goes the blood sugar again. I'll go diabetic at this rate. Right, let's start over. Let me start from the very beginning. Another posting wasn't too clear. Yeah, if you could. It would help to know everything in the case of a missing object. So, what's got missing is the royal letter of commission for the Malga mine. Letters of commission come from the desk of the Queen herself. They authorize and record the authorizing of a mine chief for a given excavation site. The Malga mine is actually the technical property of the crown, you see. We can legally mine there only because we have the commission from Her Majesty. Okay, I actually knew the mine. Mr. World Mountain was the Queen's property. Well, Liberty is technically a kingdom still, even if the Queen's the only person we don't elect these days. And the surprise the house lasers would own a mountain or two from the old days. Anyway, I think I follow the problem. Even if it is a formality on some level, Malga mine is Queen Alicia's property. As such, if you mine there without a commission, it's still technically theft. That's it exactly. You understand why that ladder is so important now, to the whole town. Yeah, no kidding, it's important. So with that out of the way, what exactly happened? When did you notice the ladder was missing? Where is it supposed to be? It was just this morning. Noticed the little strong box I keep the commission in was open. When I looked inside, no ladder anywhere. There hasn't been much time since you discovered the ladder was missing. I'll be honest, Gato. I'm a little unsure this is even a crime at this point. Yeah, I agree. There's a good chance it's a kid's prank or something. Ask your daughter about this. I wish I could say it was. Make things easier. This time though, they ain't dead. I'm so sure. Wait, that look on your face. You have a reason beyond the ladder itself to think this was a crime, don't you? Good intuition. As a matter of fact. Take a look. Ach Gott. Oh, es ist eine Blue Block Mission. Oh, Blue Block, hast du nichts Besseres zu tun? Kann Ouroboros dir nicht endlich mal einen neuen Auftrag geben, dass der aufhört, uns die ganze Zeit Scheiße machen zu lassen? Oh, my beauteous princess and a band of heroes. The words of the Queen lie in my hand. Should you desire their return, then sift you through the chaos to find the truth. The first key lies within the city. Search they who sit beside the goddess. So this card was inside the box instead. This has to be a theft. No kid wrote that. Danke, Estelle. Oh, ideas. Just kill me. What in the... They all look like we've seen in all the dark. I could say we kinda have. Blue Blah, you opera fetish maniac. Do you ever know when to give up? What the hell is Blue Blah? Is he the one who stole my letter? I can't be absolutely certain, but I think it's very likely. We can guess about it later. Right now, we need to track down this letter. Yes, that seems wise. Let's try finding a place on the card first. We have to find they will sit beside the goddess, huh? Nice and poetic, I guess. Guessing it's some kind of allusion.
The place that remotely comes to mind would be the town church. Maybe we should start there. Sounds like a good place to start to me. Anyway, still, good luck and be careful. Yeah, we'll do our best. We'll get to the bottom of this, Gaton. Please, the town needs that letter back, not just me. Okay. Ich bin mir sicher, hätten wir Olivier dabei gehabt, hätten wir noch ein paar nette Kommentare von ihm gehabt. So, aber wie es ausschaut, werden wir hier nicht irgendwas in der Amalgamine selbst machen. Also, gehen wir einfach mal dahin und schauen, ob wir da reinkommen. Dann nehmen wir uns den kleinen Chunky Boy hier vor, den großen Chunky Boy. Nennen wir ihn lieber. So. Und wir teilen das alles schön auf. Okay. Und dann wird die Küche untersucht. Those who sit beside the goddess. Irgendwas mit den Bänken vermute ich mal. Oder vielleicht einer der Küchenmitarbeiter. Okay. Ich muss actually zugeben, dass ich wirklich nicht mehr weiß, was wir damals wir waren bestimmt in der Mine im ersten Teil. Aber ich erinnere mich so schlecht an den Anfang von Trials 1. Trials of the Sky 1. Es ist schon ein Weilchen her, muss man ja mal sagen. Und seitdem bin ich nicht jünger geworden. Auch nicht intelligenter unbedingt. Ah, fuck. Natürlich ist es auch noch eine... Natürlich kritten 2 von denen. Was ist denn das? Alter, die wollen aber auch Estelle haben. Der... ist... Flame Smash. Nein. Mach den hier weg. Alles klar. Guter Damage. Und wir Hurricane die. Ich misse einfach. Oh Gott. So. So, können wir in die Amalgamine. Hey guys, thanks again for everything you've done. We're getting ready to go back to work, but the bus is missing. Most of the miners are done with preparations now and stood by. I think there's some kind of trouble at Chief Customer's house. Okay, wir dürfen nicht rein. Vielleicht dürfen wir rein, nachdem wir das gemacht haben. God damn it. Falsches Knopf. Rennen wir. So. Manchmal ist der Sonic-Modus wir haben den Sonic-Modus, also können wir den auch mal benutzen. Wie ich ja gehört habe, soll diese Funktion Super Bugs bringen, weil das System nicht auf diese Geschwindigkeit ausgelegt ist. Aber das ist mir erstmal egal. Ich bin direkt rausgelaufen. Ich hasse es. Okay. Dann gehen wir doch mal zur Kirche. Ich wollte das. Hier lang. Hier lang. Ich bin verwirrt anscheinend. Hey, Kevin! Oh, hey everyone! Good work out there! Hey, you too, Kevin. You're a big help. Thanks for taking care of Tio and others. It was nothing. No big deal. Anything for my beloved Estelle. Again with that stuff. Come on. Really, it'd be a good match for someone else we know in the smooth talker department. You might be onto something there.
Anyway, Kevin, what are your plans now? Well, I think I'll keep working my way around the countryside, visiting the churches. I've got some business I need to take care of. Just a spot of business, huh? Oh, so you say, but it's probably really important, isn't it? Was it really just a coincidence you happened to stop here? Oh, Estelle, sometimes you're so sharp it hurts. Well, all that aside, I hope we can trade an in for something soon. Yeah, let's do that sometime. Well, you take care of yourself, Kevin. You too, Estelle. We've decided to start preparations for our wedding ceremony. Personally, I'd like to have a lovely ceremony in the capital's grand cathedral. We'll cut the tape off a start for a new life in the land of our memories. The grand cathedral's hard to toss aside. I guess I really would have our wedding here in Roland. Because we all laugh and the place we met may sound kinda simple, but there's a holy sense to it. Oh, Estelle, the dates of late have reached even my ears. You have done well to overcome this hardship. Allow me to offer my own thanks. That's kinda embarrassing being complimented by your father. We should be the ones thanking you, healing the afflicted and contacting the Grand Cathedral. We owe you much. No, I simply did my duty as a priest. Still, it is a great comfort to me to see Estelle's growth in these troubled times. Even when you continue on to your next appointed destination, do not forget that feeling of today. I won't. I feel excuses, father. Take care on your way. May the guidance of the goddess go with you. Ah. Yeah. A bit ago, a traveling priest was talking to Father Divine. Apparently, the traveling priest was dispatched from the Altarian High Seat. I was surprised at how young and, well, casual he was. I thought the priests from the Central Church were all super serious and austere. Oh hey, see this chair? The place just to the side of the chapel. Emma sits by the side of the goddess. This might be the place it's talking about. Yeah, I'm gonna check it out. Nice! Thought so. As a cult. The second key is your next magical circle. Punkt. Something from the forest. Alright, success. Yeah, right? This hint is like nothing we've seen at this point. What on earth could it mean? Must be guiding us to a place somewhere. Considering the direction this has taken until now, probably. Yes, it's probably appropriate to assume that. Let's look around the city to see if there's anything that resembles the hint. Okay. Pretty weird, but okay. Bäume oder Büsche oder sowas. Hey, das sind die kleinen Katzen. Ja, die Bäume. Oh, das. Einfach rausgelaufen.
Äh. Ist es in Town? Wir haben eigentlich gesagt, in der Stadt sollen wir suchen. Heißt, würde hier schon. Eigentlich vermuten, es wird dann hier irgendwo, bei den Bäumen hier. Ah. Weil hier ist. Hm. Ah. Okay. Ich würde halt sagen, es ist Bäume, weil diese Baumkonstellation werde ich nicht wahrscheinlich irgendwo suchen sollen. Hm. Ich würde immer noch hier sagen, wir haben hier 2 Bäume und hier unten 3. Aber ich wüsste nicht wo. Ah, da ist es irgendwo an. Ah. Das ist es auch nicht. Das ist nämlich eine 3 auf der 1. Hm. Schwieriger Clou ist das hier. Hier ist es überall nicht. Da dachte vielleicht ist es ein bisschen abstrakter. Vielleicht ist nicht alles dasselbe. Also vielleicht können es Bäume und Blumen und sowas sein. So. Bei hoch. Und hier raus. Welcher ist auch nix. Okay. Irgendwas aus dem Wald, das eine 3-2er-Kombination, eine 3-2er-Kombination aufgebaut ist. Vielleicht hier irgendwie. Nee, nicht wirklich. Die Ecke wirkt halt wirklich suspicious, aber es ist leider nichts, ja. Okay. What? Hey, don't this remind you of the shape and symbols on the card? Boxes, I mean. The way they are lined up up's almost a perfect match. You're right. Exactly 5 boxes too. Looks like we should investigate. Yep. Way ahead of you. Where is it? Where is it? Bingo. Okay, keine Ahnung. Was das mit dem something from the forest. Das bedeutet, dass es aus Holz gemacht ist, okay. The third key is in the city. Search for the belly of the eight-eyed iron beast. That's what's on this new card. Eight-eyed iron beast, huh? It should be in the city. What could it possibly be? Figure our only option is to walk around and check things out. Let's get moving. Yeah, let's. An 8-eyed iron beast.
Ah. Eight-Eyed Iron Beast ist ja jetzt mal eine relativ eigene Beschreibung. Ich vermute mal, wir haben nicht eine eiserne Spinnenstatue irgendwo in dieser Stadt. Bedeutet, das ist ein bisschen komisch. Ich vermute gerade, dass es nicht einfach so außen rumsteht. Heißt, wir schauen jetzt mal gerade ein bisschen in Häusern nochmal nach, aber mir kommt jetzt gerade halt echt nicht so auf die Schnelle, was ein Eight-Eyed Iron Beast gemeint sein könnte. Schau mal kurz mal hier. Hier wird nichts sein, warte schon. Eight-Eyed Iron 8. Was hat 8 irgendwie Dinge, die so ein bisschen aussehen wie Augen. Ah. Ja. Nehmen die Quest von anderen. Vielleicht ein Orbe? Haben wir hier irgendwo ein Eight-Eyed Iron Beast? Zweifel es an. Nee, hier draußen definitiv ist kein achtäugiges eisernes Bild. War hier. Search the belly of the eight-eyed iron beast. This should be in town. Belly auch noch. Ich wollte ja noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich jemals hier in den zweiten Stock hoch bin. Ja, wahrscheinlich. Ach. Wie? Okay. Okay, da ist es nicht. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht das ist den Kirchturm meint. Holy shit, dass wir hier diesen Platz haben. War hier fast nie. Hier. Ich war ja so ziemlich nie, deswegen kann den Ort ja gar nicht. This is Elias Forge. It's not lit. If anything, it's freezing, but you think this is it? Like that Iron Beast. Yeah, I'm not super confident, but I think so. Let's check it anyway. Isn't it for the card and the key inside the hearth? Ah, found it. Okay, let's see. Take this key and with it throw open the unopening door. That which you seek lies in the land beyond. Okay. So we found a key. The key to an unopening door. Fantastic. Thanks. I would assume the store is somewhere in the city. As always, it's probably a metaphor. Let's look for anything that might be taken as a door. Yeah, that's probably the quickest way. Looks like we're getting toward the end of it, at least.
Back to searching then. Unopening door. Wir haben Schlüssel bekommen. Unopening door. Hier unten ist ein Fishing-Spot. Ich war hier nie unten, ne? Eigentlich soll ich hier unten noch mal erforschen. Okay. Sehr schön. Machen wir noch hier mit. Ich find's gut, wir gehen mit der Typ will hier die Popular Fishing Spots für so haben. Für so anstrebende Fischer-Training. Und wir so, was sind gute Fishing-Spots? Und wir einfach nur so, ja, wir haben ein paar, wir haben einen richtig guten Platz in den verdammten Sewers gefunden. Ne? Und er ist so, Leute, wirklich, die Sewers, wirklich, also, das ist voll der gute Fisch. Ich nutze Magie auf mit der Gate. Das ist das Lächerlichste, was man tun kann, so ziemlich. Dann machen wir das hier kurz mal weg. Wir werden hier unten erforschen sollen, actually. Das ist nicht so weit. Aber ich hab's ignoriert die meiste Zeit. Gate macht halt keinen Damage. Oh. Das hat getroffen, weil wir explodieren machen. Alles klar. Das ist ja sogar die Rest Station. Good old times. Jedes Mal hier hin, sich heilen und dann 1-2 Kämpfe machen. Bisschen aufleveln. Dann wieder hier hin, sich heilen. Und weitermachen so. Das hier war der Tutorial. Das war der Tutorial-Bereich. Das war richtig cool. Monster appeared. Okay, a gate. Mach sie weg. Das war's mit denen. Und dann wird AOEs gecastet. Stone Impact. Und du machst actually auch noch mal. Hast du ein Aerial? Das machen wir mal hier hin. Anticipation, wo die alle angreifen werden. Müssten alle actually da reingelaufen sein in den AOE. Das wird bestimmt, die werden jetzt nach... Oh ja! Yeah. Oh yes, wenn wir da jetzt gleich rein... Oh, es wird richtig Party geben hier jetzt gleich! Ariel, das trifft nämlich alle. Außer irgendjemand misst es, aber das sollte alle treffen. Und die sind alle dead. Easy. They're all dead. Oh Gott, das Teil würde so viel Leben regenerieren, wenn sie nicht full gewesen wäre. So. Damit haben wir einen Confuse bekommen. I hate to tell you this, but you've already cleaned this one out. Sehr schön.
Das ist da, wo wir wahrscheinlich durchkommen. Fail charge. You have activated the staring contest. Alles klar. Door's locked. Use rusted key. Habe ich mir doch fast gedacht. I was wondering what we were going to fight here. But it's just a bunch of junk. Estelle, watch out! What the fuck sind das für Viecher schon wieder? Oh, what the heck are... Ask questions later. For now, stand your ground and fight. Alles klar, was haben wir denn hier? Oh, wir haben eine VOD und Nachhut. Was haben wir denn hier? Die Dirty Rats, das ist egal. Was haben wir denn? Mookie. Monster made of accumulated dust and grime. Absorbs prey fluids for nutrients. Nicht angenehm. Okay. Erde und Feuer. A Gate geht actually direkt mit dem Dragoner Blade. Ne, warte kurz, mit dem Flame Smash in die Backlines. Ich weiß nicht, ob das Feuerschatten macht, aber er wird auf jeden Fall Damage machen. Ich glaube, es macht keinen Fire Damage. Okay. Ach komm. Das ist jetzt natürlich doof. Estelle verschwendet ihren Zauber. Das ist auch doof. Feuer oder Erde? Wir haben, glaube ich, kein Feuer. Das heißt, wir machen jetzt einen Stone Impact. Die stehen alle viel zu weit auseinander. Das ist unangenehm. HP Absorb. HP Absorb. Ach, come on. Ariel macht kein Damage statt gegen die. Jupp. Absolut 0, kein Damage. Das wird wehtun zumindest. Der HP-Absorb finde ich ein bisschen unangenehm. Okay, wir haben kein Impede auf ihn, meine ich. Warte, ganz kurz ihm was geben. Damit er wieder sehen kann. Hier passt was Normales, weil er hat eh nicht so viel Vision verloren. Ja, heartbreaken den Typen hier mal. So. Da hinten treffe ich eh nicht. Das heißt, ich kann Stone Impact. Ah. Die sind nicht nah gegeneinander. Ah. Halten wir die da mal. Ich hoffe, das funktioniert. Oder da die Resistant Blinding. Das ist doof. Ariel. Aerostorm. Oh fuck. Der wird wehtun, glaube ich. Okay, okay, wir müssen. Craft. Wir attack den hier mal. Pflanz auf den, damit ist der jetzt schon fast down. Der macht einfach weiter mit seinem HP Absorb. Okay, machen wir das. Dann hat nämlich, haben wir einen Crit auf Rasalt. Ah, das ist jetzt der drankommt, richtig? Das müsste der. Ne, es ist actually. Das ist richtig scheiße.
Komm schon, mach den weg. Ah, sehr schön, wir haben einen weg. Das war wichtig. Das ist nicht dein Ernst! Guna Edge is actually, yeah, penetration. Der ist fast wieder voll. Okay, wir brauchen, glaube ich, ein paar. Wir brauchen, wir brauchen definitiv ein paar Buffs hier. Viel absorbt, das ist doch scheiße. Aua, wie viel Damage das gemacht hat. Wir haben gar keine Heal. Haben wir Healing-Zauber auf hier? Wir haben nur minimale Healing-Zauber auf hier. Wir brauchen Damage auf hier. Wir müssen Damage hier rausbekommen. Ich kann mal Petrify Cloud versuchen. Vielleicht sind die anfällig auf Petrify. Auf der anderen Seite, hier war der Titer. Für dich, wir brauchen, sie hat keine, ja, sie hat das nicht ein Clock Up für a Gate. A Gate, du, Gate greift den einfach an, wir müssen die runterhauen. Und du tust selbst ja, was haben wir denn hier, was Blindness heilt. Dauer Milkshake. Nee, die auf dich selbst lieber. Das hätte eigentlich was, ich hätte was Dickeres nehmen sollen. Das könnte wirklich schlecht für Stell enden. Aua! HP Absorb, okay, wenigstens tut es sich nicht auf. Clock Up, das ist gut. Wir brauchen ja Geld, um konstanten Damage rauszuhauen. Okay, sehr schön. Petrify Cloud, sie haben zumindest, es steht nicht Resist oder so dran. Aber vielleicht heißt es auch einfach bloß, dass sie nicht. Sie ist instant wieder blind. Haben wir irgendwas? Ambrosial Egg. Ja. Davon hatte ich das Rezept sogar schon. Okay. Ist egal. Okay, jetzt langsam nervt es ein bisschen, aber auch. Okay. Item. So. Spielabsorb macht der. Das passt die Viecher. Schlag auf sie. Ich habe auch oft nicht das Gefühl, dass Clock Up groß was macht, aber ich meine, ich kann es versuchen. Flare Arrow, jetzt machen wir dem hier mal ein bisschen Damage. Und a Gate wird dem auch noch mal eine reinzwiebeln. Das sieht nicht gut aus. Das sieht actually wirklich schlecht aus. Ich komme an die zwei da hinten nicht ran. Ich muss weiter hoffen, dass HP Super Recover. What the fuck? Das,
dass sie vielleicht actually petrifiable sind. Komm, wir machen mal einen richtigen Ice-Break hier rein. Wir müssen Damage hier rausbringen. Okay, jetzt noch das einmal ein bisschen Damage. Ich hoffe, wir kriegen es hin, den einen jetzt runter zu bursten hier gleich. Spielabsorb, mach doch. Oh Gott, fucking, wir müssen uns gleich mal hochheilen. Wir haben keinen so starken Healer gerade dabei. Wir haben actually keinen Gruppenhealer. Keinen großen. Das ist doof. Ich hoffe, der müsste draufgegangen sein jetzt. Ist er dead? Wer ist dead? Come on! Okay. So bloß 1000 HP. Eigentlich selbst, das ist sogar ein Crit. Oh fucking hell. Damit hätte ich das gesehen, hätte ich den RE gemacht, weil dann hätten wir 2000 HP gehalten. Das wäre wirklich Value gewesen. Wir müssen uns eigentlich heilen, aber kann ich einfach warten, bis wir ja, wir machen nochmal mehr. War nicht so viel Damage. Oh, come on. Spielabsorb. Okay, halt dich selbst. Und du heilst sie. Ja, du machst jetzt eine kritische Petrify Cloud, was sehr, sehr gut ist. Okay, actually ist das gar nicht mal schlecht. Jetzt kann mir wahrscheinlich wieder endlich einen wieder rausnehmen. Wie viel hat er noch? 700? Craft. Nicht Flame Smash. Den haben wir einen nämlich schon mal raus. Und einer ist fast tot. Und dann macht HP Super Recovery. Ach, fuck you. Darkness Breath, wir resisten das. Darkness Breath, wir resisten das. Wir wissen, was wirklich, wirklich wichtig ist, weil wir wirklich nicht mehr. So, das ist wichtig. Ah, ne, warte kurz, nicht er, du dich selbst, ja. Yeah. Wir machen ihn ein bisschen Damage. Wir heilen ja. Wir greifen actually den an, weil ich will den anderen nicht aus den AoE hauen. Ich muss The Gate demnächst heilen. Noch eine Super Recovery. Come on! Oh, ich muss wieder heilen. Okay, die Resistant Petrify Cloud, okay. Ja, ich muss sie heilen. Ich weiß nicht, ob sie Multi- oder Single-Target hat, aber ich muss es einfach mal machen. Es ist Single-Target.
Killen wir den hier am besten. Das hat ihn gekillt, glücklicherweise. Okay. Du, nutzt ein Item. Vielleicht am besten Buff. Komm, schön. Komm nicht an ihn ran. Zumindest sorgen wir dafür, dass er nicht drauf geht. S-Break! Ja, ich weiß. Ich nutze. Aber die Single-Teile sind halt nicht so hilfreich. Da kann ich... Derzeit habe ich es noch halbwegs unter Kontrolle wieder. Machen wir das so. Machen wir so. Ah, komm. Machen wir einen S-Break nochmal, ein AOE. So, damit müssen wir zumindest damit müssen wir die Anzahl der Gegner auf 1 reduzieren. Das ist echt ein böser Kampf, weil die einfach 3 neue beschworen haben insgesamt. Der ist actually nicht dead, okay. Charizard hat leider keine Mana mehr, was sehr, sehr doof ist. Du gibst jetzt actually mal ein, hier ein EP-Charge an sie. Kann man da wirklich gut gebrauchen. Ich dreade das. Ich dreade es, dass da gleich steht sowas wie They're called allies. Komm, mach den fertig. Wir müssen diesen einen jetzt rauskriegen. Wir wollen, der muss weg endlich. Er lebt noch. Okay, killen wir den. Wir haben einen Crit. Den will ich eigentlich nicht einfach wegwerfen. Deswegen critten wir einfach rein hier. Art. Earthlands. Art. Flame Arrow. So. Jetzt machen wir den einfach fertig. Wir machen den einfach zu Ende jetzt. Jetzt sollten wir nämlich alle... Jetzt... Ein harter Fight-Part ist. Nein, er hat es noch überlebt, aber nicht mehr lange. Hallo, ja. Das ist zwar das zweitnervigste, was wir tun können, aber es ist immer noch weitaus besser. Als hätte er noch ein Ally gecallt. Die Vital Cannon ist was voll gut ist, aber ich aber nicht häufig genug benutze eigentlich. So, come on. Wir sollten... Er hat sich fast voll geheilt wieder. Nee, ach, den falschen Lebensleiste gesehen. Komm, das sollte jetzt das so ziemlich zu Ende bringen. Spätestens der Gate mit einer Attacke wird ihn umbringen. Aber wir haben's. Halleluja, Leute. Wir haben's. Halleluja. Nice, Level Up. Cannon Impuls 2. One less thing to worry about, I guess. That was scary. Oh man, I'm still shaking. Having something like that come at you from out of nowhere. Be still, my quaking nerves. Yeah, never seen monsters quite like that before. I suppose this is our Phantom Thief's way of saying hello.
Knowing him wouldn't surprise me. Still, I think he's run out of stuff to throw at us. Right, all that remains now is getting that commission letter back. Let's look around, must be in this room. Alright, probably shouldn't forget that. Holy fuck. Das war... harte Arbeit. Or mein commission letter. Okay, letter recovered. Let's go return it. I'm sure Mr. Garton is waiting for us. Probably. Right. Good and good. Still, if you were older, I would owe you a pitcher of beer the size of your head. Saved my butt today. Didn't think you'd get it back so quickly either. Guess that's why they call you the great hope of Roland's young people. Come on, that's embarrassing. You just did the job, that's all. Acting all humble, eh? Come on, young people have the right to be puffed up and proud sometimes. Let loose a little. That aside though, I'd like to know. That blue-blonde maniac, please tell me you cocked him and put him in irons. I really wish we had. Sadly, he's awaited capture for years, far beyond the borders of Roland. That explained all she knew of Blue-Long's history and how this was a crime of pleasure, not gain. This guy's internationally famous. What a son of a... So what? He just came all the way out here for the sole purpose of messing with our lives. He really is a maniac. I don't understand that kind of thinking at all. Trust me, I think everyone here agrees with you. Still, I think you should be a little more careful with that letter regardless. This time it actually was a prank of sorts, but he proved the letter could be stolen for blackmail or the like. That's a good point. I'll think of some way to secure the letter better. Problem is, there's no real safe place in my house to store it. Maybe I should do as I thought when I first got this and just ask Mayor Claus to put it in a safe. Yeah, that should work, right? Be perfect. Well, depending on the thief, it might still get stolen, but it's safer, I guess? Oh, das Mayor Claus already got robbed once in recent memory. Ja, stimmt, ich glaube, das war ein Fall im ersten Teil. It's not be safer than there's down and lying around here. It's a good idea. I should ask the man. Yeah, didn't want to trouble him. I'll go ahead and ask. Today though, it's back to the mine with me. Oh my, right back to work? Yeah, except your export market never slows down. But how much we dig out, we can't keep up with demand. I mean, hell, use augments. But how important septium is. Yeah, painfully so. We're pretty much always banging our heads against the counter at the Orban factory, limiting our lack of sepif. Takes a lot to make good quartz, yeah? Wait, really? I didn't realize braces were that hard up for sepif. You just need sepif shards and not true septium crystal cores, right? Yeah, take some with you. Brought a few bags home just yesterday. What? You can't just give us sepif? Yeah, it ain't that big a deal. You can always dig up more in the mine, and the big ticket items are the true crystals anyway. So which element would you like? Oh, Water. Wir haben Water und Wind am wenigsten. Low sepif then. Well, it may not be much, but it's honest work. But hopefully it'll help you at the factories. Make sure to make some good quartz, alright? You bet, thanks a ton. You're really too kind, Garton. Well, I'm off to the mine then. Still, make sure you come back to Roland soon, alright? Everyone misses you and your dad. Hey, Frisser, Anya, I'm off to the mine again. Alright, take care. Papa, come home soon. I'll be a good girl and wait. Yeah, I'll be back as soon as I can, Anya. You'll be a good girl and help Mama while I'm away, okay? Okay. Aww. I kinda envy them. Even Garton isn't immune to those blood sugar problems, I think. I'm off then. Yes, good luck at the mine. Take care, Chief. Bye bye. Quest Mine Commission completed. Nice. So, Leute.
Ich muss kurz aufs Klo machen, deswegen so ein vielleicht 10-minütige Pause und dann machen wir weiter mit Sidequests. Der Titel dieses verdammten Streams ist schon wieder falsch. Wir werden heute absolut nicht nach Bose kommen, aber ich hatte gedacht, dass wir einfach, ich dachte vielleicht, okay, eine Sidequest kriegen, aber 3, holy fuck. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, wir machen gleich weiter. Aber nach einer kurzen, so 10-minütigen Pause oder so. Bis dann.
So, meine Freunde, das sind wir wieder. Wir haben was ich denn jetzt abgeben? Wir haben jetzt gerade die Mining Commission gefunden. Wir können den jetzt abgeben. Aha, wir sind D+. Ich weiß nicht, ob wir schaffen es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht auf A, wenn ich mir das so anschaue. Wir hatten hier vielleicht, ich glaube nicht, dass wir mit den Quests hier auf C kommen. Selbst dann haben wir noch ein Chapter. Ich weiß nicht, ich zweifle an, dass wir im finalen Chapter weitere Commissions, weitere Aufträge bekommen. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir von C auf C+, auf B, auf B+, auf A gehen werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir auf diesen hohen Rang kommen. Ich meine, ich kann mich irren. Ist möglich, definitiv. Ah, da war was. Ich lass mich nochmal schnell zurückgehen. Oh, fuck. Ich bin auch schon so weit gewesen, aber ich bin relativ halbwegs dead. Ich will mich eigentlich nochmal heilen. War das knapp? Sehr schön. Also im ersten Teil habe ich damals wegen Hard Mode auch noch da am Anfang Sepif verkauft, einfach weil ich brauchte das Geld für Ausrüstung. Und es ist sehr schwer an Geld zu kommen auf Hard Mode, weil Fights kriegst kein Geld, aber am Anfang hast du halt einfach kein Geld, aber du brauchst halt definitiv Ausrüstung. Deswegen habe ich am Anfang noch viel Sepif verkauft, weil du damit an manchen Stellen gutes Geld machen konntest, oder zumindest gut genuges Geld, um ein bisschen bessere Ausrüstung kaufen zu können. Das wird, das war auch noch ein Natural Crit. Nennen wir es mal Natural Crit. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf Negate eine Blind Prevention drauf habe, weil wenn nicht, das soll ich definitiv eine Blind Prevention auf Negate bekommen, weil ganz ehrlich, wenn er blind ist, dann haben wir Probleme. Gib ihm eine Blind Prevention. Was mache ich denn? Wenn er blind ist, ist er nutzlos. Ist mir egal, ob er gesealt oder sonst was ist. Hey Brazos, Bose is finally coming back. That means we'll be able to return to work. So sorry, but we can't let any non-miners in right now. Okay, wir dürfen hier nicht rein. Okay, dann gehen wir jetzt dann versuchen wir jetzt nochmal die Quest abzugeben. Fuck. Nur abusen mal den Speed-Button. Weil jetzt rennen wir ja nur von A nach B und wieder zurück gewissermaßen. Und das ist jetzt nicht super spannend. So. Ich habe Fehler gemacht. Bereue. Okay. Es macht mir Sorgen, sogar so schnell durchzugehen, weil ich Angst habe, dass irgendwas bricht. Dieser Kamerawinkel. So, rennen wir mal kurz hier rüber. Und jetzt mit
Ganz viel Speed. Gehen wir hier runter und versuchen nochmal den Fishing-Spot-Quest abzugeben. Den Fishing-Spot-Quest. Upsala. Nice. Das muss man schon sehr enforcen, dass es kaputt geht mit dem Speedman. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich frage mich, haben die einfach im Endeffekt wie haben sie das wirkt so, als hätten sie einfach die Prozessgeschwindigkeit overclockt. Die machen nicht mehr 30 Frames pro Sekunde, die machen einfach 60 Frames pro Sekunde. Dann sind nicht das Ticks pro Sekunde oder was weiß ich was. Das war nicht richtig, ich wollte speichern. Aber das ist es. Ja, das ist, habe ich mir ungefähr gedacht. So, Report. Hi, brothers, good work. Well then, let's see how it's going. Report on the state of the investigation. This is... Oh fuck, there would be hidden fishing spots in places like this. This is incredible, truly a perfect report. So then, our job's done, in other words. Yeah, that's what it means. But first, let me just say good work. Oh, we did it. Well, we didn't end up walking all over. Yeah, it was kinda hard, but we got to fish for the first time in a while, so I'm pretty happy. Hey, Estelle, jetzt hör auf zu lügen, ich fische überall. Seems it was a good break. Glad to hear that then. I've left the formal reward with the guild, so that's taken care of, but since it's come up, here, take this too. Oh, metal rod trident, what the fuck? Oh, yeah, pretty nice, right? It's a specially made rod exclusively for big catches. I'm sure you'll be able to use it. Let me offer this as my personal thanks for a job well done. You sure? This is an awfully nice rod. Yeah, positive. Fisherman's Guild does not hesitate to invest in the development and standardization of fishing culture. Oh, but anyway, can't stay to chat. I've got to get back to the capital and deliver the investigation report. Okay. Take care on your way to the capital. I guess this is goodbye then. You really helped me out today. Keep up the good work, okay? If you get a chance, drop by the headquarters of the capital. Look forward to it. Ah. Holy shit, und wir haben einfach nicht Track 6 Items. Nochmal. Wo haben wir? Das ist doch bestimmt bei. Ja, Metal Rock Trident. Heavy Tackle creature Heavy Tackle created exclusively to catch big fish. Masterpiece of design in the pursuit of giant fishy bows. Alles klar. Bringt mir den Guardian of the Sea oder sowas. Warte, falsch. Warte mal nicht. Ja. Nee. Es war, glaube ich, beim anderen Stützpunkt. Deswegen gehen wir doch einfach hier bei der Brücke. Hier ist die Brücke. Und tun hier mal fischen. Ich will wissen. Wie sieht das aus? Hooklines. Metal Rock Trident. Wir können andere Fische hauptsächlich benutzen. Kaum. Ich wünschte, es wäre einfach nur ein fucking Trident, den wir benutzen zum Fischen. Snakehead. Okay. Lass mir nochmal einen Karpfen benutzen. Noch ein Snakehead? Noch ein Snakehead. Fällt mir ein, ich möchte mal. So, lass mal schon nicht sit down. Platz am Spine. Aha.
Ich will eigentlich irgendwas, was so ein bisschen was blind cured. Wie viel kann ich machen? 2? Weil die Pepper, die kosten echt viele Peppers. Noch ein Flower Milkshake. Machen wir Passion Omelette noch eins. Haben wir sonst so, ja, die könnten noch Walking Pie. Machen wir noch mal. Ja. Ich habe das Gefühl, ja. Okay. Vielleicht, wenn wir zurückkommen, werde ich actually mal ein paar weitere Ingredients einkaufen. Das ist mir. Du machst keinen Schritt weiter. Finger weg von Taita. Ich lasse niemanden Taita hier verletzen. Das tat denen jetzt echt weh, weil das war auch kritischer Schaden. Hat es auch gekrittet? Das könnte sein, weil es eine Crit-Turn ist. Macht dann aller Damage, ist es einfach dann Crit, also die Explosion auch. Könnte sein. Das wäre böse, aber. So. So. So, wir. Wir brauchen das hier nicht wirklich. Beer Claws. Aha, Tricolored Rice. Ja, kostete viel. Ich habe das nicht überdacht. Nicht bedacht. Hoffen einfach mal mit richtig viel ein. Fresh Milk. Davon können wir mal. Das ist ein bisschen zu viel. Fresh Eggs. Ganz ehrlich, ich meine, theoretisch so frisch werden die nicht sein, wenn ich die benutze. Aber kaufen einfach mal hier gut ein. Meine benutzen gerade actually das ganze Zeug nicht. Luscious Orange. Okay. So. Billig ist. Oh, davon brauchen wir viel. So. Aha, da haben wir 3 von. Wir brauchen. Ja, wobei, das kostet mich jetzt gleich 2007. Davon haben wir noch gut was. Crisp Onion nehmen wir doch mal noch 12 mit. Nehmen wir noch mal so viel mit. Dirty Carrot. So. Maple Sugar können wir immer gut gebrauchen. Nehmen wir mal so viel mit. Triple Salt. So, dann. Wir wollen ja nicht, dass uns das ganze Zeug ausgeht, wenn wir mal ein bisschen kochen wollen. Fresh Herbs, komm, nehmen wir nochmal 10. Kostet ja nichts. Dragon Beans brauchen wir auch für ein bisschen was. Kostet zwar ein bisschen was, aber bekommen. Passt schon. Relief.
Nicht so viel, brauchen wir für Nature's Bounty, aber nehmen wir einfach mal mit. Oh, Black Pepper brauchen wir. Komm, machen wir da mal. So. Und Red Pepper machen wir genauso. In der Whitefish machen wir nochmal 6. Alles ein bisschen sehr schön, aber da haben wir jetzt eigentlich für alles, was wir brauchen. So. Machen wir hier mal für den Fall der Fälle. Nein, ich habe gerade realisiert, wie viel das kostet. So. Wir haben jetzt gute Menge an Zeug ausgegeben, aber jetzt können wir actually wirklich gut was, hier eigentlich alles, was wir haben, actually kochen. Was wirklich, wirklich gut ist, weil das zeigt mir leider nicht an, wie viel ich davon schon habe. Wie viel kann ich davon machen? Theoretisch 15 kann ich machen. Aha. Lass mal ein paar noch extra hier mal schon. Dafür brauchen wir Firefly Fungus. Plus all, wobei wir machen meistens alles mit 9. 3. So. Es ist wirklich hilfreich, so viel zu. Ich mag das Kochen hier drin. Die hätten gerne daraus auch ein Minigame machen können. Stimmt, ich kann das abgeben jetzt und dann haben wir noch 2. Also actually, ich mag es immer, wenn wir so Koch-Minigames haben. Wobei das ab einem gewissen Punkt natürlich nervig ist, wenn man viel kocht. Aha, 2. Oh Gott. Nice. Okay, wir haben. Das ist deutlich besser. Willing to search for certain. Okay. Gehen wir zu Denzel in der Abendbar. Das ist bestimmt der Koch hier hinten, oder? Ja. Yeah. Hey there! Finally, my Tabitha's woken up! Sorry for kicking up such a fuss. Oh no, please don't let it bother you. It's a part of the job, really. Yes, it's just as Stella said. Incidentally, apparently you have some kind of job for us. Oh, I see. So you're here on business then? Well, what I'd like to ask you to do is to investigate a certain recipe and find its ingredients. About it, got the time? Yeah, alles klar? Yeah, no problem. So what recipe am I investigating? Right, so what I'd like you to find is the recipe for a certain stew. We'll call it Roland style hodgepodge stew for now. Roland style hodgepodge stew. To be honest, that sounds about as appetizing as that potluck we found in a chest once. Yes, it sounds like it'd be hard to keep down. No, it's just a temporary name. Anyway, I want you to investigate that recipe. If you ask around town, I'm sure you'll find something. Apparently every home used to make it back in the old days. You should probably ask some old folks who know about cooking then. Doesn't seem like younger people know about what old families cooked. That's actually a sensible suggestion from you for once. Hello? Sorry again. Well, that's fine for a direction to begin our investigation, but we still don't have enough information about the recipe itself. Yeah, you might be right. Be nice to know what goes into it at least. Yeah, that's a good point, but sorry, but you'll need to ask Redford about the recipe. Huh? But this was your request, but you want us to ask Redford? Well, here's the thing. He's the one who brought it up in the first place. Apparently ate this nostalgic meal in his dreams. He's been begging me to make it for him ever since. Oh, that's why you requested the job. But a guild job just for stew. I mean, was it really that good? Might not necessarily be because of the flavor. Perhaps it's a memory of some kind. Old man's not saying much either way.
but I'm sure that's the case. Anyway, that's the story, so I'd really like to serve it to him if I could. Nice little story there. Happy to help. Yeah, Redford's finally awake. Let's find him. Feed him to celebrate his recovery. Yeah. So then, we'll start by asking Redford about the recipe. Is there anything else we need to know before we go? Well, after you sort out finding a recipe, would you mind also picking up the ingredients needed? Might use some kind of rare ingredients after all. No problem. Ingredients are what you want, then the ingredients you shall have. Good to hear. Can't believe how fired up I'm getting over this. Can't wait to see what kind of recipe it is. Well, don't you worry. We'll leave no stone unturned in your search. Yep, that's what she said. Expect some good news to come your way soon. Thanks. Alles klar. Es ist Zeit, dass wir hier eine Nachahmung von Toriko oder hier Shugeki Hinosoma machen. Oh, ja, nee. Wo war Redford nochmal? Das war nicht Redfords Haus. Das hätte ich aber auch wissen sollen. Das ist nicht richtig. Ich glaube, Redford war das Haus links hier von. Glaube ich. War? Nein. War Redford hier? Nein, definitiv nicht. Redford. War Redford hier? Redford. I went out to play with Luke. Just like to cook up it all. But for him to wake and right as the fog clears, this have been a strange few days, that much is for sure. Ja. Okay, come on. Wir hatten uns den besuchen. Wo war Redford nochmal? Das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder vergessen habe. Das ist doch nicht dein Ernst. Der muss hier hinten irgendwo sein. Nicht hier hinten. Falsches hinten. Die Kamera hat mich verwirrt. Redford. Der war auch nicht das. Okay. Balkon. Hier ist. Hey, I get to spend all day with Papa. I'm happy. I love my Papa. Alles klar, aber weißt du, wo Redford ist? Redford, come on, das kann doch nicht wahr sein. Oder das ist hier. It's the meal ready yet. It's an old recipe, so I'm sure the chef is having trouble. Redford, can we have a moment? Oh, who's this? This but Cassius, girl. Need something from me? Yes, we'd like to ask about the recipe you ordered from Densler. Oh, that dish! You mean the stew I dreamed of? Yes, that recipe. Actually, we've got a request from Densler. They explained that they had been hired by Densler to investigate the recipe. Oh, so then you will be looking for the stew. I can taste your success already. Counting on you. Thanks. But we need your help before we start, sir. We'd like to hear the details about the recipe. Not just what went into it or the flavoring, but where you had it. Anything. I see. Well then. First, as I'm sure you know, the recipe was for stew. I seem to remember that the base flavor was black pepper. It was a spicy, invigorating stew. Right, strong black pepper. Got it? Go on, please. The main ingredient was meat, I think. Though you could probably also use white fish. But I like meat, so we'll say meat for now. Big chunk of meat, bone and all. Tender that it just falls off. So I know some herbs were used. I can't remember what kind. I remember the smell, but I can't remember what it was to smell of. That's so frustrating. So the main ingredient was meat or fish. But you want meat, bone and all. Okay, check. And lastly, there were herbs used, but you don't know what the exact types. Is that it? Well, that's fairly specific. Yeah? Should we plan to start with?
Hope that helped a bit. That's plenty, thanks very much. Well then, happy hunting! Really looking forward to hearing you found the recipe. Alles klar, Redford! Hier oben jemanden alten, mit dem wir reden können. Oh, it's still in Shera. Hello, Tabitha. Thank ideas. I'm glad to see you awake. How are you feeling? I'm still a little lightheaded, to be honest. I'm sure it's because of the odd dream I had. Ah, so you had one too. Yes, it's such a nostalgic dream. I was about your age, out on a picnic with everyone. Not Sunday school friends, Anna and Lena. Ah, Lena. Your mother was there. Well, not just Lena, mind. You and Joshua were there too. Right next to your same age mother, to boot. Say what? Well, that is quite a dream. Yes, it's odd, isn't it? The picnic was very fun, and I think it was quite a happy dream, but it was so terribly heavy it actually filled me with a sense of unease. It was a dream with an unpleasant aftertaste, like the whole thing was just made up. I see. It was nice to see Lena as she was, though, especially after so long. Perhaps she borrowed the world of dreams to see you. I'm sure she could hardly stand to just watch beside the goddess. Maybe. Can't really say no for sure, but I can think that now. To be honest, I'm not sure I ended up how she would have wanted. Don't worry, you're fine, trust me. So hold your head high as you into your work. You're a good professional bracer, no matter how you look at it. Yeah, thank you. Ah, sehr schön. Haben wir old people here. Hallöchen, old people. It's such a relief that Luke woke up and that's just fine. Work's clear too, perhaps I should get to Red out of the house for once. It might not be bad to go on a date like the old days. Hier, wir haben noch die old lady here. Why, hello everyone. Luke's finally woken up. It's only back onto to his old self. He's even running around outside. Well, it's way better than the alternative. I'll visit him and see how he's later. Please do. He's really quite fond of you. I'll just aside though, I get the impression you have a purpose in coming over today. Oh, you could tell, huh? Actually, yeah. I have something I'd like to ask you about, Miss Maggie. Go right ahead. Estelle explained that she was looking for the stew recipe she heard about from Redford. Strong pepper stew, I've heard of it, yes, but I've never made it. I was always so busy helping my parents. My meals were very simple, really. Oh, I see. Great. Perhaps we should visit someone else. I'm sorry I couldn't be of more help. Okay. Bist gut at cooking vielleicht auch. Ah, okay. Oh, everyone. My father woke up and is perfectly healthy. Really, I thank you. Whatever you did. I don't know what I can truly thank you, but... Oh no, you don't need to. How is Redford doing anyway? Is that he's well? Very much so, yes. He's still a little lightheaded, but I think that will pass soon. Good. Sounds like he's fine then. Yes, I suspect he'll be fine. If there's any change, let Father Divine know. I'd be able to help at this point. Yes, I will. I'm keeping a very close eye on Father's health. Anyway, please be careful on your own. We will. I'll be seeing you, Eurydice. Eurydice? Was weiß ich. Komischer Name. Hier. Returning to work the second the fog clears. I guess things are really busy over at the Mega Mine right now. I do wish he'd rest a bit after the incident with the fog. But I know the reason he works so hard is for us, his family. Can't really complain given that. Okay. Das war nicht richtig. So, mehr old people. I told you she couldn't go outside, but now Uni refuses to leave my side. Guess Uni really doesn't understand how I feel. There's nothing in my eye. Gets me right here. Guess Uni doesn't understand how much I care. Hier, wir haben noch eine old person hier. The brace is honest, the brace can hardly keep up.
Once your Excel is done again, come back here. Ich will ja bringen, alright, okay, wir haben, sagt nicht, das erzählt nicht als der Klasse. Oh, wir haben hier noch jemanden bestimmt. Hier, komm. Hello there. Could we have hello there? Could we have a moment of your time? Do you ever heard of your savior, Lord Jesus? What is it? Something wrong? No, nothing like that. I just have a quick question. So I told Bloom that he was looking for a certain stew recipe on Redford's behalf. Yes, I know the one. It used to be very popular around here. Really? Could you tell us anything about it? Oh, I could tell you plenty. It was your standard dish in every household back in my day. Yeah, Denzel said something like that too. This has to be the one. We've been looking for the recipe to that particular dish, ma'am. Would you happen to know the ingredients? Well, yes and no. The recipe I know is probably a little different than what you're looking for. I'm telling you my version. Just want to make sure you're aware of that before you pass it on. Different? Different how? Thought it'd be the same recipe. What do you mean? The recipe is one that's been passed down in my family for generations. As with any family recipe, it's been tweaked here and there over the years. The flavor is likely not what it used to be. As I said before, I'd be happy to give you my version of the recipe if that's fine by you. What do you think? It's been updated a bit. Maybe that's okay. I'd like to find the original if you can. The original version would be ideal, yes, but we can't afford to be picky. A slightly different version beats paying the client nothing at all. Shara's right. Besides, they say Zane should tell us, so let's shut up and listen to her. Yeah, I see what you guys mean. You'd like it then? Wonderful. Wait right here, I'll go grab my recipe book. Thank you. Just taking a sweet time. No, don't be so impatient. A damn minute, will you? Guess you forgot she's kinda old. Oh goodness, that's right. Well, no wonder I can find it. I'm sorry, children. I kept you waiting much longer than I'd meant to. Simply fuming wearing your shoes. No way, it didn't take that long. So, did you find your recipe book? About that, I hadn't thought about it until I'd started looking, but I actually gave it away a while back. Oh no. What? Aw. It's completely slipped my mind. I'm so sorry. It said he made a hobby of keeping all the books and asked if he could add it to his collection. I hadn't cracked it open in years, so I thought nothing of handing it over to him. If only I weren't always so generous. Trust me, I feel like sighing too. I'll never be able to find out who got it either. Man, what a pain. No point in cursing our luck. What's done is done. Our time would be better spent figuring out what else we can do. I'm with you there. But we could waste time doing a lot of nothing or try to find the guy who got the recipe book. Yeah, only one thing to do, so might as well suck it up and get to it. You said you like collecting old books, right? If you have any idea who that might be, we should try them first. I'm afraid that's about all I can remember. I can't had more, really. Hey, no worries. That was a pretty big clue. Can't be too many guys out there who collect old books for fun. Yes, thank you for your help. We'll come to you again if we need to, but in case we don't. Yeah, you have yourself a wonderful day, madame. Ma'am. Wer sammelt alte Kochbücher? Chi. Ist es vielleicht der... gehen wir mal rüber zum... Hier, ja. Ah, Estelle, everyone. I've heard all the details of what happened from Aina. Great deal of this still seems to be under investigation, so I doubt I was told everything, but who could have even imagined I fucked at Ben's dreams? Trust me, we're in the middle of it all and we don't know much more. Anyway, right now we're just chasing snakes from region to region. Haha, wegen Ouroboros.
Hopefully we can catch one sooner or later and get some real answers. Yes, good. My brother did plan on keeping the full truth of this incident from the citizenry as well. One is still recovering from the trauma of seeing loved ones comatose. Do not wish to scare them further. It's probably for the best for now. Saying the wrong thing right now could just lead to chaos. And I imagine you off to new horizons. I can only ask you all to be careful. The enemy, our enemy, it's more twisted than I could have imagined. Don't worry, we're used to the twisting by now. Anyway, take care, Mayor Claus. And you, Estelle, come back safe to us. Seems you're ready to embark for another province, but please be careful. Okay, wir haben doch keine... Oh, everyone, well done. I heard from my husband. Just solved the problem with the comas and the fog. Our lighter is up and about, safe and sound. And all thanks to you, Estelle. Thank you from the bottom of my heart. Oh, it's nothing. Special heroism's just part of the job as a brazen mom. When you find some freedom, come back to Roland again, alright? I'll have the best tea and snacks you've ever had waiting for you. When I was asleep, I had this very long, elaborate dream. It was a dream of when Mayor Claus and the mistress first took me in. Ah, mistress makes a tea with the most delicious scent. I've loved the tea ever since I came to live here. And in the tea in a dream, it was so clear. I still can't really believe it was a dream. Ich hätte doch echt geglaubt, dass Klaus vielleicht alte Bücher sammelt. Er hat so viel hier. Na na na. Na 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 na. Okay, wer sammelt denn hier alte Bücher? Dann, ja, ich meine, wir müssen uns einfach ein bisschen umschauen. Ah, der Typ hier. Wir haben ja, ne, der hat ja hier. Ah, Estelle, what is it? Nothing too important, really. Just kind of admiring your massive collection of books. Indeed, quite proud of my collection. Collecting old books is my calling, and this is my cathedral, more or less. Old books. It's a calling? I wonder, maybe it's worth asking. Bit of a wild grasping at straws never hurt anyone. You've lost me, I'm afraid. Snow explained that she was looking for Bloom's recipe book as part of our guild request. So that's the story. It's the wildest of guesses, but I don't suppose you have that book? Miss Bloom's recipe book, right? Oh yeah, I asked her to give that to me a while back. Wait, seriously? Sure. You said it had a lot of traditional local recipes, so I wanted to make sure I reserved it. I asked her for it, and she entrusted it to my care. Okay, cool. Yeah, that sounds right. Yeah. Rope for straws, and eventually you come up big. Let's have a look at the infinite wisdom of the ancients, then. You mind, Red? I don't mind at all. The hitch would be. I'm not entirely sure that is, come to think. Definitely in my archive, I know that much. It would be faster if you just search yourselves. Oh yeah, sure. I mean, we're the ones asking the favor, really, so we can handle at least that. Which was the book is on the shelf. Piffle birds. Okay, pepper and herb puchero with bone and meat. Ach du Heilige. Aged miso, maple sugar, fresh herbs, black pepper, vintage wine, kibble salt, dragon beans, juicy bone. After giving the bone and meat a salt rub, shred add herbs. Whereas you with a typical puchero, add a touch of fish coulis as a finishing touch if available. Keep an eye on the thickness when heating. Okay. Okay, got the recipe written down. To be honestly honest, I'm not sure it makes any sense, but we can leave figuring it out to the professionals. We have the ingredient list at least. Let's go and report. Okay.
I'm personally really looking forward to the cooking revival that book could spark. In fact, it'd be nice to see it be part of the new Summit menu. Aber können wir... Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, das richtig originale Rezept zu bekommen? Hello, Mr. Paddington. How are you? Oh, hello there. Can I help you with something? Actually, something that she was looking for is the stew recipe she heard about from Redford. Mr. Paddington, you're about the same age as Mr. Redford, right? Any chance you know anything about that recipe? I seem to recall something like that when I was young, but like Redford, I've never I had much attachment to food. Couldn't tell you much about it, sad to say. Not darn. Just our luck, I guess. Swing and a miss. Sorry about that, kids. It's good, alright. We'll keep asking around. I'd start with some of the ladies in town, and if I were you, if they're about our age, they may know how to make it. Oh, haben wir noch alte Frauen hier irgendwo? Ich weiß nicht, wie alt sie. Okay. 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 Reden wir ein bisschen weiter mit Old People. Okay, ne, hier haben wir nix. My, welcome everyone. Heather, all about your wonderful job you've been doing. Oh no, it was nothing that big. Estelle, you've become such an impressive bracer. Little girl I knew isn't here anymore. Now I'm all by my lonesome. Hey, Stella. Just kidding. Hey, looks like you've still got a ways to go, Estelle. If you say so. Please, Stella's crying like there's no joke. You have to go off again, I suppose, but Estelle, be sure to take care of your health and stay well. Looking forward to the day you will bring Joshua with you. So, Shara, take good care of Estelle. Don't make her drink, alright? Don't worry. It's not my style to force alcohol on people. Huh? Oh, what is it, everyone? Suddenly the Summit Lady is worried. Shara, please, we're counting on you. Okay, okay. Wir haben hier den ganzen besprochen, der kann mir wahrscheinlich nichts sagen. Wir haben hier keine alten Leute. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, und wir werden es machen, weil ich möchte einen guten Job machen. Wir werden... Wir gehen actually zur Pretzel Farm. Pretzel Farm, nicht Pretzel. Sehr großer Mistake. Ähnliche Namen, aber sehr, sehr unterschiedlich. Hier nach Süden, richtig. Auf geht's, everyone. Oh, fuck. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. So. Oh, Stan, Charizard. When you care again. When you care again. No, long after that monster hunt from before. I heard from Father Kevin that apparently this is all thanks to you. No. I've still got a lot to work on. This case made it pretty clear. That's enough immunity from you. It's the unique privilege of the young to be able to reflect honesty on their mistakes. Do you treasure that feeling?
Thanks for coming, you two. I know how much we owe you. As my way of saying thanks, please accept this. It's our own special blend of tea. No, I couldn't. Kevin's the one who did all the work, Mom. You're just like him. That priest said the same thing. Did he now? It's not as if you're strangers, you know? You don't need to be so formal with me, Estelle. When you're being offered something out of the goodness of someone's heart, there's nothing at all wrong with just taking it. Go ahead, Estelle. I understand you're just trying to be polite, but this is Hannah. She's not going to judge you. Yeah, okay then. Premium herb tea. When you get tired, drink that and it'll put some spirit back into you. Oh, thanks, Hannah. Yes, indeed. We appreciate your thoughtfulness. It's the least I can do. If you have the time, please do come by and visit again. As young as you are, you're remarkably good at holding back with the silence, but sometimes it's more polite to give in and tell what you want. Just close your mouth and accept that what you're being offered. No buts. Okay, was war denn das? Wir haben... Es war... Oh fuck, wie hieß er? Aha, Prime Song, nee. Aha. Herb Tea, 4500. Q Seal Milk 4. Tea Brewing with Extract. Holy fuck, tut der uns heilen. Okay, aber wir kriegen ja wohl kein neues Rezept. Also. Warte kurz, wir haben ja noch hier drüben noch. Nee. 8 Moon, viele Kühe machen. Stella and Shara. Hey, Theo. How are you feeling? Fine, totally fine. You haven't told us all the details. I just can't help but cause you worry, huh, Stella? But you don't need to worry anymore. Everyone's just fine. Yeah, I'm glad. I really am. I was a bit surprised when I woke up, though. That guy Kevin was right in front of me. I can see how that might be a little surprising. Oh, Ricky. It's not as if he was, as what you'd call a common look. Yeah, I didn't believe he was a priest at first, but he really looked after us. We didn't really get a chance to show it. We didn't really get a chance to show it, but we're very, very thankful to him. He even played with the kids before he left. He really looked after us right up until the last minute. Ich muss sagen, Kevin wirkt wie ein wirklich cooler Dude. Ich glaube nicht, dass Kevin also, dass wir einen Plot-Twist bekommen, dass Kevin eigentlich böse ist. Dafür ist er zu sehr ein Good Guy. Er ist nicht, er ist wirklich ein Good Guy, aber nicht so dick aufgetragen, dass es so zu viel Goody Guy ist. Ich müsste eigentlich alles haben. Mal schauen, ob das so gut ist. Stella, Mom's opened her eyes. Thank you so much. I'm so glad. Alyssa. Yeah, I'm relieved too. You too, Shara. Thank you very much. You're welcome. I'm happy to have been of help. I hope you'll continue to take care of Tabitha. Yes, I'll do my best. You and Anna should stop by again for a drink one of these days. I'm looking forward to it. Give my best to Faulkner. What? Estelle has an investigation going. Well, you found a recipe. Oh, you found it. You already found it. Man, you guys are fast. That's incredible. I'm gonna hold that praise. Oh, why's that? What did you see? Explained that the recipe they found was an altered version of the original. See, so that's it. Still, can't be too greedy. Ich frage mich, ob man das Originalrezept finden kann. Wahrscheinlich ja. I'll call it a job finished with that recipe. Sorry, Denzel. I'd have been best if it found the original, but the basic parts probably won't be that different. I'll smooth over the rest with my instinct and experience. Pretty confident. Wow, now that's a cook. Well, anyway, let me go over the results of our investigation. As I read off the details of Bloom's recipe. I see. That's more or less what I'd expect, but it does use some surprising ingredients. Alright, now I can really get to cooking this. Well then, are we all done here? Yeah, pretty much. That's what I'd like to say, but I also asked for the ingredients. Good, that was part of the job.
Shall we go and collect them then? Just a sec. Yeah, we got everything. Nice. Well, good work. Now you're set. I can make a meal that's satisfied old man or not. The rest is up to my skill. Alright. Bang on. We're on. Ja, derselbe Soundeffekt. Alles klar. I see. So you couldn't find the original recipe? Yeah, I'm really sorry. Lost a lot of people, but in the end we never found anyone who knew it. I'm terribly sorry, sir. No. Ultimately it was my selfish request anyway. No need to be so worried. But I'll admit it's a bit sad to know I'll never taste that flavor again, though. But Redford, might be a bit early to give up. Oh! I'm sure the meal I made will be close to that flavor. I see you guys brought still has a nostalgic flavor. Yes. And while you're talking, it's getting cold. Yeah. It looks pretty good. You should eat it while it's hot. Really, I'd like you to think of us watching. on the sidelines. It's been sitting here dealing with. I've been sitting here dealing with such a lovely smell for a while now. My stomach is rumbling. We got to talking a bit too much. Well then, let me have it. Add it. This is a bit nerve-wracking. I know this flavor. What is it? This is it. This is the stew I ate in my dreams. Whoa! Oh my. Seriously? Really? Yes, really. It's not even slightly different from the nostalgic flavor I remember. Nice, alles klar. Das war's, huh? Sehr gut. What I wanted to eat, what I dreamed of eating, was exactly this. It's incredibly, Denzel. Perfectly replicated the recipe from a dream. I mean, I was pretty confident in it, but that's a bit too generous. No, don't be humble. The meal is perfect. This is what I wanted in every way. It brings me back to those lost days of my youth. The girl I admired was ever so good at this recipe. I shed many tears the day she read. Ooh, this is getting a bit soppy. I never heard of that. Looks like you were quite a passionate one in your youth, old guy. That's the beauty of youth. The beauty of youth, indeed. Everything has changed since then. Even that angel of a girl is now a dried apricot. What are you calling a dried apricot, you old fart? That voices. Miss Bloom. Really? You badmouth a lady in front of such a crowd. You're as twisted an old man as ever, you. No, it was just a play on words. What is it, ma'am? We don't see you here much. Yeah, it's been a while. These people came by my home to ask about the recipe a bit ago, and well, I was curious, so I came by to see. So this recipe's... Yes, it's a cooking style passed down in my family. The stew was my best recipe when I was a girl. I made it often for Redford here. So that means... the girl this old man admired was... Its time as a cruel master, indeed. What did you say? Nothing. Well, one way or the other. Just happy to see people eating this old recipe again. Here, since I've come down all this way, let me make it for the first time in a while. You all should enjoy the flavor of tradition yourselves. Hooray, don't mind if I do. Yeah, please do, please. I'd love the chance to observe some of the tricks to this recipe firsthand. Well then,
Let me borrow the kitchen. Ah. Fun Fact, aus irgendeinem Grund wurde mir vor kurzem auf YouTube Szenen aus Gordon Ramsays Hell's Kitchen empfohlen. Und seitdem habe ich lauter Szenen angeschaut. Das passt thematisch hier gut zu. Nur es wird hier weniger geflucht. Außerdem finde ich lustig, dass die eckige Klammer auf nicht eingefärbt ist. Lord Pepper Pottage Recipe. Best Nostalgic Recipe complete. Pepper Pottage. 4000 Cures KO. Oh fuck. Das ist eine richtig. Holy shit. Das ist richtig gut. Holy fuck. Was kostet mich das so viel? Warum kann ich das nur zweimal machen? Kibble Salt. Okay. Wir brauchen Pepper Pottage hier Ingredients. Das ist ja mal. Holy shit. Es revived mit 4000. Pepper Pottage. Es kostet, die Teile kosten aber auch richtig. Pepper Pottage, Pepper Pottage, Pepper Pottage. Pottage, Pepper Pottage. Gibt echt eine Menge dafür aus, aber Pepper Pottage. Pepper Pottage. Ist kein Pepper. Okay. Lass mich hier nochmal schauen. Pepper Pottage. Das ist halt echt teuer. Pepper Pottage. Ist okay. Pepper Pottage. Pepper Pottage. Pepper Pottage. Klingt jetzt langsam wie, als würde ich. Lass mal kurz schauen. Wie viele. Okay, wir haben. Wir können 12 theoretisch machen. Erstmal 8 weitere davon. Okay. Wir haben 10 von denen jetzt. Das wird erstmal reichen. Sind teuer, aber ich meine, holy moly, die sind halt auch ein bisschen gut. Errungenschaft freigeschaltet. That damn recipe. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen. Yes, it's secret. Drink your liquid. Do not be drunk by it. Wait. Not the clock tower. Anton. Alles klar. Letzte Side Story. Letzte Quest und dann sind wir fertig für heute wahrscheinlich. Goddess, I beg of you. Let me find a way to get closer to the gorgeous woman. Got a sec. Hello. Are you from the guild by any chance? Yeah, that's right. I saw your post on the board. Would you be Anton? That's me. The one and only Anton from the capital. And though we've only just met, my request is fairly urgent. I don't think the job would be too hard. Though, what do you say? Are you ready to hear me out? Sure thing. So what is it you need us to do? Right. Well, you see, I'd like you to gather ingredients for a certain medicine. Okay, ingredients. Here's a list of will eine Love Potion machen.
will er so einen Liebestrank bauen oder sowas. Er hat irgendwas über ein Mädchen gerade gesagt, oder eine Frau gerade gesagt. So, this is stuff what I need. Once the carapace, savory opinion, prickly seed, here, pearl glass. Okay, putting aside the monster bits, I'm not too familiar with what a pearl glass is, but it does sound familiar. Pearl glasses are river fish. Need their levers to make the medicine I want. They're from probably in freshwater rivers with a lot of floating water plants. Freshwater, plenty of plant life. Alright, got it. I'm writing it down. Great. It's all you then. Don't let me down, guys. Huh? That's it? Hold on a second, we've still got questions. Huh? Why? What more do you need to know? I gave you lots of details. You just said you were making medicine. What kind of medicine is it? For what purpose? I need to know both its name and intended use. Why should I tell you? Should I have to tell you that? Look, we can't afford to help criminals in this business. All we know, you could be asking us to make something poisonous. Yes, exactly. If you've nothing to hide, then it shouldn't be a problem to tell us. I suppose that makes sense. Alright. But I'm looking to make a medicine called Diacet Secret. A while after you take it, no amount of liquor can get you drunk. I heard about it from Father Divine, so I trust that it works as described. Okay, das ist anders als ich gedacht habe, aber okay. Oh, not even a little drunk. That's pretty incredible, actually. What nonsense. Drinking without getting drunk is... I mean, what's even the point of drinking in the first place? I mean, your drink's kinda messed up in the first place, Shira. But why do you need that medicine? What? What? You're stuck in some situation where you're gonna be drinking a whole lot? Sort of. You might say it's a drinking party, and no, I can't back out. So that's why I need the medicine. Yeah, let's go with that. You really need to get that drunk, though? Can't you just drink a little and stop? This is ridiculous. Trying to cheat your way out of good buzz is an insult to responsible drinkers everywhere. Ich habe nicht das Gefühl, dass Shira über responsible drinking reden sollte. Responsible my ass, Shira! Anyway, are you satisfied now? Yeah, I suppose. Once we have the ingredients, we'll come back here and deliver them to you. Awesome, thank you! And good luck. My future depends on it, so please don't take this request lightly. Can't see how on earth your future depends on it, but sure, okay. Will er sich an Aina oder so ranmachen? Okay, okay, wir haben Monster Carapace 5-mal. Items. Monster Carapace. Haben wir genug. Savory Pinion. Savory Pinion haben wir genug. Prickly Seed. Prickly Seed. Haben wir genug. Pearl Glass. Pearl Glass. Easy. Hey Anton, that is sick. Oh wow, back already. Could it be? Did you bring the ingredients for the medicine? Right, yeah. Go ahead, check them out. This should end in the ingredients they gathered. Oh, you did it. You've got them all. Thank you, Brazos. Woohoo! Come on, let's go get this baby made. I'm coming with you. Naturally, we're the ones who help make this all possible. Only right that we taste the sweet moment of truth together. I kinda get the sentiment, but this is just weird. Well, whatever. Let's go with him and get this job closed out. Yeah, let's get this over and done with. That's what I like to hear. Off to Father Divine we go!
Thank you for waiting. Medicine is done. Here, take it. This is the asset secret. This is the medicine I've been looking for. This is it. A medicine to keep you from getting drunk no matter how much you drink. That is true. However, that effect is only applicable if you follow all the directions and use the correct doser. Yeah! Okay, holy shit. Finally made it! Now I can confess my feelings to Heiner with my head held high. Ich wusste es. What? What? Did he just say Heiner? Yeah, sounded like it to me. Yeah, that lovely lady in the guild. She's apparently a heavy drinker, but that's no problem as long as I'm prepared. If I drink this medicine, I can invite her out and survive. I made that medicine to take Heiner on a date. It's both gutsy and kinda pathetic. Ah, I like the way you think. I'd love to see Heiner get crushed under the weight of her liquor for once. Oh, so you'll help. I'd like you to find a way to invite her out from the guild. Alright then, let's have you wait at the bar. As she hears there's drinking involved, I'm sure Heiner will show up. Hold it, shower. Now, what's the problem? If we're already on board with it, we should always strive to go that extra arc for our client. Right. Just wants to drink, doesn't she? Well, I knew I was right to hire racers. You really care about your clients. I'm heading to the bar, so see you in a bit. That dude is so dead. I hope Anton survives. Så snittig line, man. Det var så skjønne line. That young man is far too hasty. They haven't even finished explaining the medicine. I'm sure it'll be fine. No, Dana will take up the offer anyway. Just you watch. Anyway, come by the bar if you're interested. I'll drag Heiner there later. Oh nein. Anton is so dead. I came by because I was curious, but looks like Sharon and Heiner aren't here yet. I wonder if she couldn't convince her. Well, let's take a seat and wait for a bit. Nah, doesn't look like we'll need to. Oh, Olivia's mit dabei. Sorry to drag you all the way out here, Heiner. Will the guild house be okay? Yes, I'm having reached the front of our house for now. The important part of the receptionist work is to talk with clients after all. Forgive me for making you come out here when you're so busy. No, don't let it bother you. Now what is it you wanted to talk about? Then let us begin. Yes, please. She really blocked her. Seems she's using the consultation with the client as an excuse. Well, it is kind of a consultation, but what if Heiner will get mad? Still though, I saw Olivia here, there. Now that you mention it, he was supposed to be on standby at the guild, wasn't he? He was probably listening in. Guys who knows for stuff like this. Well then, first a toast to this wonderful meeting of minds. Yes, let's. Sure, I don't mind, but are you okay, Anton? Wirklich before a consultation. It's okay, bring it on. I look like this, but my tolerance for alcohol is pretty amazing. Oh, is that so? Yes, you really can't tell by looking. Well then, cheers. I thought they just started, but ich muss sagen, Teil dabei zu haben ist großartig. I thought they just started, but already drinking. What if Olivia's participating too, then did he have some of that medicine? Yeah, probably. Or he'd be able to smile like that in front of Heiner if he hadn't. Ah, really? What a joke, Heiner. Yep.
Now then, let's get to the main topic. I inquire as to the nature of your request. Yes, so about that. Meiner. Yes? Oh nein, Anton! Ah! Please go out with me! Go out, you mean like that? Yes, please! I cannot bear to live without you anymore. Well, that's rather sudden, but sure to respond. Ah, I can understand Einer's confusion. Bonds of man and woman are not such that rationality might know. They are not a problem that one might solve through thinking. But I need to have some kind of solution. Am I just supposed to just live, crushed under the weight of these feelings? Fear not, young man. I have an excellent plan. Shall we settle things with a contest? Contest? Meaning? The battle stage, a bar. Having said that, the weapons at your disposal should be clear. I see. A drinking contest then? Well now, that's an interesting suggestion. Wir haben mindestens 2 Typen, die Leberschaden hier noch haben. Still, it would be unjust to cast poor Anton into this ring as such. Let us attach a handicap to Einer. Alright, but what kind of handicap? I shall take the field with Anton. In other words, you contest the two of us. Alright, I accept the challenge. Now we're talking. I'm a surface referee then. However, I have my own condition. What condition would that be? I'll use the strongest liquor they have here. Also sagen wir es so, Denzel feiert gerade wahrscheinlich. Die machen wahrscheinlich Profit wie nix da. I apologize, but I can't waste too much time on this. Understood. Suspected from Einer. That should be enough for now. This is enough to make a ring of cider go cross-eyed. Thank you, Faulkner. Tut wie er weggerannt ist. Now, shall we begin? I am ready. Yes, let's. Alright, I'll do my best. And they're off. Yeah, let's see how far they can go. That's 5. Really hits you right in the gut. I've cleared 5 myself as well. That would be 10 between the two of you then. Pretty good pace, I'd say. Yes, really. Perhaps too good though. You blow through too fast, the liquor will hit you all at once, you know? No, I wouldn't get that drunk over this. Indeed, and my liver feels especially strong today as well. Now, let us keep up the pace. Both of them look pretty good. I wonder if this is the effect of the medicine. But Anderson's expression hasn't changed at all, and she hasn't had any medicine. She is Aina, but this might be a better match than I'd thought. Ah, 20, and how are you two? I finished 10. That was my 10th as well. Well then, they are also at 20. You're evenly matched. Why, what a surprise! Your pace hasn't slowed at all since we started drinking. Just like I said at the start, right? But I gotta admit my throat's burning a bit. Yes, it feels like it's been scorched. I don't feel it at all, Aina. Oh, is something wrong with your throat? You have a cold. I was asking the wrong person, it seems. If you're not feeling well, don't force yourself. I don't want to cause trouble for the store after all. Yeah.
Let us continue our match. Oh no. 15. Even my stomach burns. Anton. What is it? You're feeling okay? Seems like you're spaced out there. No, okay, of course. Anton, keep it together. Medicine's effect hasn't faded yet. Yes. Aina's already drunk quite a lot herself. No matter how strong a drinker she is, her limit should be close. But Olivia, she doesn't seem bothered at all. Just look at her. She's not even the slightest bit red. Oh. What is it, you two? If you're a man, then be not troubled by such trivial things. Beyond tears, it is a battle of wills. Now, overcome it with your love and courage. Got it! You're sure you're okay? If you're not feeling well, then you should give up sooner rather than later. Thank you for your thoughtfulness, but we have no intention of surrendering. Yes, this is where things really get started. Now let us continue the match. Number 36. Again. Rachel, acting. Gentlemen, you're not looking very good. You intend to keep going. What a thing to ask now. Yeah, if I backed down now, I couldn't really be called a man. Huh? Anton. Anton is fucking dead! Anton. Oh no! And there goes Olivia. Hang in there, you two. Olivia. His eyes are totally rolled back in his head. Looks like the little trump card has expired. Really, that's too bad. But I have fucked that cyanide gets sunk in their cups. I guess that medicine was only a veneer of strength in the end. Medicine. So actually... This is bad. Oh, father. Jetzt hat nach diesem Quest hat Oliver einfach einen permanenten Dieberfall und Leberschaden hatte. Alter. Digga, der ist doch. Das ist. Digga, die sind doch so kaputt jetzt. And what brings you here? I heard you were having a drinking contest. Had a suspicion and seems I was correct. Yep, they're totally trashed. Seems like the medicine wore off, so... No, normally the medicine should last for an entire evening. However, like the two of them shared it between themselves, without the intended quantities, the effect won't be what is expected. But that's why. Everyone make sure you obey usage instructions when taking medicine. I think I see what's going on. But it was odd for Olivia to suddenly invite me. This is just going to strengthen his trauma, huh? Anyway, I will take responsibility for taking care of these two. Seems they've imbibed quite an unhealthy amount of Lego. Yes, please. Need to be getting back to the game. Wie kannst du überhaupt 18 Flaschen runterkriegen? Das ist, weißt du, wie viel ist da drin? Liter, das sind 18 Liter. So viel Füllvolumen hast du doch nicht als Mensch. What is it? Ja, das ist ja noch schlimmer, weißt du? Das macht's nicht besser. Einer.
As my strong enough alcohol yourself. You've had quite a bit yourself, it seems, but are you not drunk? Me? No, this was hardly anything. I'm very sure, but it was just barely enough to be social. What? You gotta be kidding me. Seriously, you're a bottomless pit. I see. Well, then that's fine. It's true you do smell of liquor, but you don't seem to be drunk. And if you'll pardon me, I'll share a thought. Take care of the rest, thanks. Oh yes, and you can put it on Olivia's tab. Olivia. Es geht Gläser, also vielleicht bei 18 und 4,5. Oh, ich dachte, es geht Flaschen. Wenn es Gläser geht, selbst dann 18 Gläser. 4,5 Liter. Warte mal, 18, wenn du das normales Glas, würde ich sagen, hat so ein. Wobei, es ist ein Weinglas. Ich weiß nicht, wie viel Volumen ein Weinglas hat. So ein normales Glas hat ja meistens so irgendwo 0,3 bis 0,5. Aber Weingläser sind ja nicht so voll, sind kleiner. Wobei ich nicht weiß, ob die haben, also es sieht hier nach Weingläsern aus. Keine Ahnung, sagen wir, wenn wir 300 Liter ausgehen, Milliliter meine ich natürlich, in 18 Gläser. 6. Okay, mit 250, ja gut, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von Weingläsern. Okay, ja, mit 4,5, selbst 4,5 Liter. Also, wenn du 4,5 Liter Wasser trinkst, geht's dir schlecht. Da ich ja keinen Alkohol trinke, kann ich das nicht hier beurteilen. Aber die haben den strongsten Shit getrunken, den die haben. Das ist, keine Ahnung, Whisky, Wodka, was weiß ich was. Das brennt dir doch ein Loch in den Magen. Ich glaube nicht, bin ich mir fast sicher, das ist eine Liefelmenge an Alkohol. Ich glaube nicht, dass du so viel trinken kannst und dein Körper würde das nicht auskotzen. Weil ab einem gewissen Punkt sagt dein Körper, dass du bringst dich um, Bruder. Ich will mir da nicht sicher. Und 9 Liter Alkohol. 9 Liter noch schön. Die ist... Also, ich glaube, einer wird den Abend auf der Toilette verbringen. 9 Liter. 9 Liter. Ich meine, wir haben in unserem Körper, glaube ich, knapp 6 Liter Blut. Das heißt, die hat umgerechnet mehr Alkohol als Wasser in ihrem Körper. Wasser, das du bekommst. Wasservergiftung. Ja. Die sind dead. Die sind alle dead eigentlich. Die sind tot. Wir können die eigentlich für tot erklären. Ja. A powerful never miss anything as well. That's that secret completed. I finally got in some quality drinking time today. Circumstances aside, I really have to thank you guys. You're welcome, I guess. By the way, what happened to Olivia afterwards? Don't worry, Father Divine gave him a clean bill of health. He's a bit slow on uptake right now, but I'm sure he'll be able to do his job just fine. He's upstairs if you need him. Nice. Sehr schön. Damit haben wir alle Quests. Olivia sieht... There's something... Nein, Olivia, nicht für mal. Long for my dulcet tones to leave me the world. Okay. So! Und damit sind wir durch. Weißt du, der Titel, weißt du, der Stream-Titel, der wäre wirklich gut für den Stream nächstes Mal gewesen. Weil wir dann wirklich nach Bose gehen würden.
Aber hier, jetzt muss ich mir noch mal einen Titel einfallen lassen. Aber ja, nächstes Mal gehen wir nach Bose. Wir haben eigentlich alles fertig. Wir haben alle Sidequests gemacht. Das ist alle offensichtlichen. Es gibt vielleicht irgendwo noch eine geheime Sidequest, aber ich wüsste nicht wo. Wir haben actually ganz gut umgeschaut und mit einigen NPCs geredet. Deswegen wüsste ich nicht, wo ich noch eine geheime Sidequest finden würde. Und bevor wir viel Zeit verschwenden, rumzurennen, denke ich langsam, ich habe Lust auf die Story. Ich bin wirklich gespannt. Wir kommen immer mehr in die Gänge. Nächstes Chapter wird wahrscheinlich, weil wir haben ja gewissermaßen, ich bin mir nicht sicher, ob wir actually mit dem Experiment, was wir gesehen haben, also dem Professor und Löwe konfrontiert werden. Weiß nicht, ob wir actually die als Antagonisten für das Chapter haben, außer es ist das Finale. Also klar, im Finale werden wir die wahrscheinlich als Antagonisten haben. Ich weiß nicht, ob wir gewissermaßen wieder so einen normalen, so einen Mini-Arc haben vor dem. Wobei, es ist ihr letztes Experiment, aber ich würde ja sagen, es sieht ja so aus, als wäre das schon voll im Gange. Ich weiß nicht, ob die so lange mit dem Drachen reden, bevor wir bis wir da ankommen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar schon in so den Anfang des finalen Parts gehen. Ja, ich vermute mal, ich kann es mir vorstellen, dass wir so ein bisschen langsam aufs Finale zu gehen. Was mich freut, wir spielen das ja schon. Warte mal kurz. Lass mich das mal kurz nachschauen. Die Serie ist ja so komplett auf meinem YouTube-Channel. Auf dem Channel, ich habe noch. Es ist eine Weile her, dass ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich was hier freigegeben habe. Aber ich weiß definitiv, dass ich die Teile ich habe die alle rübergezogen bisher, im letzten Part fehlt vielleicht noch. Aber wenn ich jetzt hier reinschaue, was ist der älteste, wann haben wir angefangen? Der 31.3. Das ist fast 6 Monate her. Wir spielen es also jetzt schon seit gut einem halben Jahr. Ich möchte gerne, dass dieses Projekt irgendwann zu Ende geht. Das heißt nicht, dass ich so bin, so, boah, ich habe keinen Bock mehr und so, aber wir spielen ja schon ein halbes Jahr dran. Und deswegen, es ist alles ein bisschen anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Die ursprüngliche Idee, dass wir ja früher anfangen für dieses weiter, dass ich actually wirklich lange streamen kann, so 4-5 Stunden im Normalfall, um wirklich durchzukommen. Aber dadurch, ich hatte davor halt nie so ein großes RPG, textlastiges Spiel mit vielen so Stimmen, die ich mache, um meine Characters ein bisschen zu sprechen und sowas. Und deswegen kann ich einfach nie groß erwarten, dass wie sehr das meine Stimme belastet. Und besonders am Anfang, ich bin immer noch nicht wirklich super drin. Ich bin jetzt mehr gewöhnt dran. Am Anfang war es noch härter. Aber es ist halt, es ist besser geworden, aber immer noch nicht perfekt. Ich sollte vielleicht mal schauen, irgendwie so ein bisschen Stimmtraining, Aufwärmtraining, so ein bisschen, was man so machen kann. Aber ja, das hat ein bisschen die Länge der Streams meistens vermindert. Besonders die Streams, wo diese langen Vorleseparts kamen, weil danach meine Stimme absolut dead war. Das ist ein bisschen schade, weil dadurch meine Streamzeit, die meisten Streams sind halt trotzdem dann 3 bis 4 Stunden lang, meistens 3,5 Stunden, ne? Und nicht so 4 Stunden. Das hier ist jetzt wieder 3,5 Stunden, damit wir schon an einer der oberen Enden der Länge sind, aber ich halt 4 bis 5 Stunden, also 4 Stunden, vielleicht 5 Stunden, weiß ich wirklich nicht, ob ich das überstehen würde, weil das wirklich meine Stimme hart strapazieren würde jedes Mal. Was ja schade ist, weil deswegen hat das Projekt ein bisschen länger gebraucht. Natürlich dann noch Bachelorarbeit und alles sowas nebenher. Ist halt super stressig gewesen. Wir hatten einige Ausfälle in meinem Streaming-Zeit, was das alles nochmal verlängert hat. Wir haben bestimmt
2 Monate an Streams ausfallen lassen müssen. Bisher für dieses Projekt schon alleine. Das heißt, effektiv streame ich das vielleicht 4 Monate. Und das ist natürlich schade. Weil ich brauchte das jetzt so lange, ein halbes Jahr. Aber es macht mir wirklich Spaß. Ich bin gespannt, was wir hier nach als nächstes Projekt machen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein, irgendwas ein bisschen kürzeres, was kleineres, wo es vielleicht nicht so story-heavy oder beziehungsweise nicht so text-heavy sein wird. Und vielleicht ein bisschen was actionreicheres. Mal schauen. Ich überlege. Vielleicht könnte ich Bayonetta für den PC. Ich könnte theoretisch Bayonetta streamen. Dabei ist wäre eine Idee. Ich habe keine Ahnung von Bayonetta. Muss ich mir überlegen. Eine meiner Ideen. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen was. Ich vermute, wir werden doch mindestens einen Monat hier dran sitzen, werde ich vermuten. Mindestens. Wahrscheinlich ein bisschen. Ich kann nicht einschätzen, wie lange es ist. Ist jetzt fast schon. Ich bin gerade ein bisschen noch dabei zum drüber reden, zum Streamende reden. Wir sind jetzt schon bei 3,5 Stunden. Wir haben alles gemacht. Wir können jetzt weitermachen. Wir haben halt gewissermaßen heute hauptsächlich noch ein paar Sidequests hinzubekommen und die haben wir gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich mit allem fertig und können im nächsten Bereich. Das heißt, du hast im Endeffekt nichts Story Großes verpasst, sondern hauptsächlich nur Side-Stuff. War lustig. Ich habe gerade ein bisschen drüber geredet, dass wir möglicherweise langsam aber sicher aufs Ende zugehen. Vermute ich. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Ich habe mal vermutet, dass wir wahrscheinlich noch so, ich würde sagen, 1,5 Monate, so 4 bis 6 Streams, kann ich mir vorstellen, dass wir noch brauchen werden für das. Weiß ich aber nicht. Wer weiß, vielleicht ist es noch viel, viel länger. Gucken wir mal. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, was danach kommt, dass ich irgendwas ein bisschen actionreicheres vielleicht danach als ein Projekt machen möchte unter der Woche. Gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Stream. Es ist Samstag, es wird mit Alien Isolation weitergehen. Wir werden wahrscheinlich, ich denke, wir werden jetzt Alien Isolation einfach durchziehen. Es freut mich nicht, ich bin kein Freund davon. Das ist eines der großen Probleme beim Alien Isolation Stream letzten Samstag war halt, dass, wenn ich das so gesehen habe, waren wir eigentlich so da an dem Punkt im finalen Bereich von im finalen Bereich eines Chapters in Anführungszeichen. So ein bisschen, es war also dieser große Höhepunkt, wo wir uns hier durch diese Station, danach ging es nämlich weitaus runter. Wir hatten dann weitaus ruhigere Momente, wir hatten so ein paar kleinere Missionen, aber die waren alle nicht so schlimm wie der Bereich, wo ich reinkam. Und ich so lange nicht mehr gespielt und dann direkt in so diesen richtig High-Druck-Bereich war unschön. Das war extra unschön. Ich meine, klar, das Game ist dazu gemacht, unschön zu sein, aber es war dann halt nochmal eine richtig böse Herausforderung. Upsala, sorry. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr drin. Außerdem habe ich einen Flammenwerfer bekommen. Das ist schon mal cool. Ich weiß nicht, das Problem ist, 2 Leute in meinem Chat schreiben die ganze Zeit so, oh, da kommt bald ein Part, der ist richtig schlimm. Also so, der ist richtig schlimm, Alter. Mario, da wirst du abkratzen. Und ich muss zugeben, das freut mich nicht. Sowas hört man nicht gerne, muss ich zugeben. Deswegen bin ich gespannt, was da kommen wird. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst. Und mit ein bisschen meine ich ziemlich. Aber ja, ich freue mich drauf. Ja, ich nicht. Wie gesagt, ja, nächster Stream ist Samstag. Dann nächste Woche, unter der Woche definitiv kein Stream. Und möglicherweise Samstag auch kein Stream. Schauen wir mal. Ja. Das ist es so eigentlich. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und schöne Tage. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Stream. Bis dahin dann und tschö tschö.